Experience a universe of possibilities. Intergalactic Aerospace Expo 2953. All your favorite ships and manufacturers. Plus, a few new surprises. Touching down at Tobin Expo Center, November 17th. Einen wunderschönen guten Abend, Ladies and Gentlemen, zum heutigen Livestream zur Intergalactic Aerospace Expo und zwar mit einigen spannenden Gästen, richtig cool. Und einer unserer Gäste ist natürlich schon da und die meisten kennen ihn, denn die Gatax-Suilen kam und wo schaut man nach, wenn man etwas über Xi'an lernen will, und zwar bei Jale. Deswegen herzlich willkommen, Jale. Nice to meet you and it's nice to having you. Guten Tag. Ich heiße Jale und ich mache YouTube-Videos über Lore, Linguistik und subtile Details. Bitte Entschuldigung Sie mein schlechtes Deutsch. Ich bin leider nur Engländer. Damn, your German is better than my English. That's 5 years of study to get that 2 sentences sounding okay, but... It's awesome. So there are many folks inside Germany that not speak so good as you. Und natürlich noch herzlichen Glückwunsch für die da sind. Und ich sehe gerade noch ein alter Freund ist da. Ferrister, welcome. And so the English people are complete. We have 2 great content creators here. One live in stream, Jale, and Ferrister as viewer. Greetings, my fellow friend. Ja, und wir haben heute noch einen anderen Gast, beziehungsweise dieser andere Gast hat noch einen Gast mitgebracht und das hat mich natürlich extrem gefreut, denn Chris Wayne kommt heute noch vorbei, der Community Manager, und er hat gefragt, ob er noch jemanden mitbringen darf. Habe ich gesagt, sehr gerne, wen er denn mitbringen möchte, dann hat er mir nur ein Bild geschickt und dann ist es wirklich Todd Peppy und das ist natürlich der Godfather des Persistent Universe, also der Director, und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Richtig coole Sache. Und ja, ich bin gespannt, was er zu erzählen hat. Wir werden dann so gegen 18 Uhr mit den beiden rechnen und eine gute Stunde zusammen über die Expo gehen. Also sehr, sehr cool. Jale, the first question. Everybody ask who's joining us as a guest. If you had only one ship you can have in Star Citizen, so only one ship you can fly, and you need to be clear about this ship, which ship it would be? So it can be a concept ship, it can be a flight-ready ship. You have one choice, and this ship you have forever and nothing else. I've always played online games with a little bit of solo play. I mean, I obviously I love to team up and I'll join the groups because that's usually what MMOs require. Yeah. But I still need my one ship to be capable of some, survivable as a solo ship. So I'd probably have to say the 400i as something where you can have fun with a group, but you can survive on your own. It's got a bit of everything. But I'd really love to have an alien equivalent size, because I love the new Suilen, and if I could get the capabilities of the 400i in a Xi'an or a Bano ship, that would be me. So the Gatak Rielen, maybe. Maybe, but I think that's going to need multiple players to really survive. Like a Carrack. I kind of think the Rylan and the Carrack are going to be quite similar in their needs. That's a good choice, yeah. For me, it's the last years it was clear it's the Constellation Taurus, because as you can do everything alone, but you can bring friends. You have many gameplay possibilities, and then the Corsair came into play. And the Corsair can anything what the Taurus can expect for the tractor beam, and yeah, I think this year it's the Corsair. It's I'm looking forward to trying the Corsair because I took about a year break from Star Citizen, like over the last year, and the Corsair came out. I haven't had a chance to fly it, so this will be my first chance to fly it. So I'm looking forward to seeing it. Yeah, it's an awesome ship. So I'm a Drake fan. So Origin and Drake, 2 hearts inside one chest, and Drake is one of the best manufacturers in my opinion. So the bad boy feeling, so riding a motorcycle without a helmet. So this is Drake for me, and the Corsair is the best ship so far, I think, from Drake. Yeah.
and it's a quite awesome ship. Und Yeah, I've always liked the Drake style, and I think I'm looking forward to. We're seeing they're going to talk. The CEO of Drake is going to do a presentation on Drake Day, and I'm looking forward to that. You're expecting such new ships or new concepts? Well, we're expecting the mining concept on RSI, and that's going to be interesting. I hope it will come with, concepts tend to be sold with like a lot of lore and narrative and background stuff, which is usually a bit more. I really enjoy compared to just sort of a stat sheet, which is usually what you get with the straight to flyable. So I kind of will enjoy that material a lot. Yeah, I hope we see another new concept or new ship, but I think the Robot Space Industries Day will be the last day with a new concept. So I think the big mining ship will be the last new ship for this Intergalactic Aerospace Expo, but Drake is always good for a surprise, so something special. Yeah. So Jax is not there. We are getting 4 new things. So we've got the Sulen, the Spirit, the Storm, and which comes in 2 variants, and the new mining ship. So that's a pretty big IAE. Yeah, that's true. And also big CCUs. Und wir haben natürlich bei euch auch wieder die CCUs, das heißt die Tagesangebote schauen wir uns um 17 Uhr natürlich an. Und es gab schon einige spannende Upgrades und natürlich die Ketten lassen sich schön zusammensetzen. Und wenn die Frage kam, ja, wir sind nachher im Verse auf jeden Fall unterwegs, wir gehen zusammen über die Expo und da seid ihr natürlich eingeladen, wenn ihr mit wollt, sehr gerne. Und wenn ihr eine Frage natürlich auch an Jale habt, gerne stellen, entweder ich übersetze oder wir kriegen das anderweitig hin. Und danke natürlich nochmal für dein Abo. Jale, thank you for your subscription. I see it was you. So you got the usual thank you sound. Thank you. Someone just gifted me a sub, so there we go. Und danke für Thank die you very much Spender. to Madness. Yeah, thank you, Madness. Ein wahrer Gentleman, man. Danke dir. That's my first Twitch sub. I haven't actually subbed to anything. So it's the first and it stays. We give you the sub every month. Great. Für die jetzt noch 8 Minuten nutzen wollen, es gibt noch ein paar Upgrades, die ihr mitnehmen könnt. Und zwar das Upgrade auf die Mercury Star Runner. Das ist das Tagesupgrade und das gibt es eben nur noch wenige Minuten. Allerdings, wenn wir mal auf Upgrade gehen und die 2 Optionen anwählen, dann sehen wir kriegen $20 Ersparnis auf dieses Upgrade. Allerdings hat es noch einen Haken. Es gab ja die Santokai auch schon als Upgrade, deswegen könnte man versucht sein zu sagen, hey, das wäre eine super Ergänzung zur Santokai. Allerdings die Santokai kommt mit der 322 und dann wird sie einen Preisanstieg haben. Das heißt, entweder ihr müsst das Upgrade gleich anwenden oder ihr lasst das Upgrade von der Santokai auf die Mercury weg, denn das wird vermutlich dann nicht mehr klappen, denn die Santokai wird wahrscheinlich um die $235 sein, was es an Steigerung mindestens hat. Das heißt, da wird das Upgrade dann nicht mehr anwendbar sein, beziehungsweise passt dann der Wert nicht mehr. Deswegen das Upgrade vielleicht nicht ganz so gut wie die Upgrades, die wir bisher hatten und da habt ihr eben noch jetzt 7 Minuten Zeit, falls jemand dieses Upgrade sich noch holen will, denn dann gibt es nämlich gleich was Neues. I just told the audience the daily upgrade deal. So the Santokai will be, I think, increased with 3.22 when it comes to life. And it's an alien ship, and you are the alien ship expert. What do you think about the Santokai? I wouldn't claim to be the only alien ship expert. There's definitely some other, the other big person in the community is Chris Harrow, who is of course a German speaker. Yeah. You must have had him on, and there's other people who are very much the Banu experts, and I'm more Shian only. The Santokai, I think, is going to be exciting because I think it is the ship that people wanted the K2Al to be. It's going to be more capable, but also it is coming out with a Xi'an control system, which even the Sulen doesn't have a Xi'an control system, and that I think is very exciting to me. I think the real question is why have a K2Al if you can have a Santokai? Yeah, that's a good point. I have a K2Al already in the hangar, and I also have a Santokai. So I think it's a matter of time.
if the Santokiai, I hope I spelled correctly. I learned everything. If it comes into game, I think the Cartual will be gone and melted. Because, the Santokai had more from everything the Cartual has. Yeah, and I mean, the Cartual, it's an older model. It's still covered in just random shapes that they use as placeholders instead of actual alien labels. And I think that, if you explore the Siulen, even if you don't understand what that label means, knowing that it means something, I think is valuable. And why keep a Cartual if you can have a Santokia? What's your in-game handle? Just Jale? Yes, Jale. Actually, it's Jale, then Jale, because somebody else had already taken Jale. I'll just get myself signed in as well. So if you go for... if you type X, I think you'll probably find me. Otherwise, I'm Carolinger. Carolinger at Carolinger. So I'll try it's easy to find. Und wenn ihr mit wollt, gerne. Ich habe mal ein paar schon mal eine Gruppenanfrage geschickt oder einen Party-Invite, falls ihr mit wollt. Ansonsten mir gerne eine Party-Anfrage schreiben und dann seid ihr dabei. Und Chris Harrow ist ja da. Da haben wir schon den nächsten Linguistik-Experten bzw. Alien-Experten. Und wer Chris Harrow nicht kennt, der ist für Übersetzungen die Kapazität. Also wir haben ein paar Spezialisten und einer davon ist auch ein Deutscher. Deswegen Chris, einen wunderschönen guten Abend, schön, dass du da bist. Vielleicht unterhalten wir uns ja mal in einem eigenen Stream über deine Arbeit und können da was vorstellen. Sorry, I'm a little bit lagging behind. No problem, no problem. Yeah, I'll just add you in. Machen wir auf jeden Fall, ja. Ja, ich bin gespannt, was es heute als Tagesangebot gibt und ob es heute noch irgendeine Art von Überraschung gibt. Also es steht mal nichts auf dem Plan, es gibt mal noch keinen Leak zu Origin, allerdings gibt es mit einiges wieder zu sehen. Origin bietet nämlich eine sehr große Anzahl an Schiffen und das ist einer der spannendsten Schiffshersteller, finde ich, für eine Expo, denn es macht einfach viel her, wenn so ein dickes Ding wie eine 890 irgendwo steht. Deswegen freue ich mich drauf, Origin. Und ich habe auch einige Origin-Schiffe, die ich nicht mehr hergeben möchte. Unter anderem auch einen der Ship Showdown-Gewinner, und zwar die 600i ist ja auch mit dabei. Und den Paint sehen wir noch nicht, allerdings sehen wir viele andere Bereiche. Deswegen mal schauen, was wir heute haben. Und Zack McCrack, danke für deinen 32. Monat, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Dankeschön, ein wahrer Gentleman. Danke, danke, danke. Ja, dann hüpfen wir mal rein. Ja? Yeah? You would say something? I think I'm going to spawn at Clasher because I've been a naughty boy. Yesterday I just remembered that this happened. I was trying to leave IAE and I was trying out the new Storm tank, and I drove out and it was dark and there was someone and I ran them over, and now I'm stuck in Clasher. So I'm sorry about that. It was only a level 1 crime stat, but yeah. This happens. This happens for such events, and Theo. Okay. I'm being released. The logo was wrong. Oh, I deactivated. So back in the game. I'm at how long do you need to stay in Clasher? Or should we come and save you? I've saved my time. Okay. It's just I'm leaving now. So I need some nice looking dress for our visit, because last time I think I also was on the dark side, so with a bloody flight suit on. First I get back to work. Varista, good work, rest work day, and see you soon later. Und Kuni, danke für dein Follow und einen wunderschönen guten Abend, grüß dich. Gut, wir ziehen uns mal was Schickes an. Diesen schrecklichen Ambrose Suite ist mit das hässlichste, was man anziehen kann. Das schreit doch fast danach für Origin. Ja, eigentlich müssen wir dann einen Anzug anziehen. Eigentlich müssen wir doch da was Schickes tragen. The last video from you for the Gataxuilen, or the videos, it was more than one. I really enjoyed it.
For you, I think this new ship give you some more insights and details about the language and the styling. It was pretty exciting, huh? Yeah, I mean, Gattac is a new style to us, which is always exciting to see. But it's interesting that there were labels on all the components, and these came from a texture file. That they'd only used 50% of it for the Sulan, and there's another 50% that implies the larger ship. So I kind of was theorizing that this might come from the large ship from Squadron 42. There's a large Gattac ship there. It was already in the trailers, or it's only in the game files for Squadron? It's in the trailer. It's in the I Held the Line trailer. I have I have a video about that, and yeah, I think that is the that's probably going to be the source of some of this. Awesome. And two. And I was able to translate the English version of your first part of the analysis of the new Squadron 42 trailer. For the German folks, it was an honor to see something like this, and there are some more. Maybe later we take a snap into the ranks and uniforms. It was a great video to see the details of these different ranks of the Navy. So how long did it take? It took a good couple of days doing that. It was mostly that one was a lot of detail on the art of how they have drawn the ranks, because they have a rank patch, and yeah, that took like quite a bit of work to get right. Yeah, I thought about how many hours you sit and take a deep dive into these uniforms, and it's but they make good videos. They're the kind of videos that I want to make, and if I make a video that takes me 100 hours and it only gets 10 views, well, I've enjoyed making the video. I'd rather do that than make a video that I'm not proud of. So that's the most important part. Yeah, that's how I guide myself. It's though it can be kind of disappointing. I know this feeling. Yeah, you put a lot of effort and work into one video and say that's great, and you release it and you got not that's this much views you probably should get. So another video you think, okay, it was not the best, is totally hyped. It's crazy. I think what hurts about that is that actually amongst our system communities, all the videos do about the same. It's whether YouTube will decide to put it to other people. Hi friends, it's your... And if they never have the video put in front of them, they can never watch it. So ja, that's absolutely correct. Und es gibt 3 neue Videos für den Origin-Tag. There are 3 new videos from Origin. So we take a snap look. 1 minute, the first, and there is a series going on every day. Last day it was the bounty hunter video, so this one goes from Mali goes to Orison. So let's check this short out. Hi friends, it's your Molly. I'm on my way to Orison. It's like an Instagram story. And the planet is gorgeous. Big shout out to Origin Jumpworks for hooking me up with this entire experience. We're on an 890 jump. Yacht life. Origin Jumpworks has totally pulled out all the stops for this special intergalactic aerospace expo series. What a mouthful. But love, they totally hooked me up with the most luxe ride, the most happening cities in Stanton. Bye, Origin crew. Not sure what this is, but my niece will live for it. Look at Crusader HQ. Just standing here makes me feel rich. So apparently they're storm walls, not whales. Had to get a picture of the statue, duh. 100% tourist vibes. Like the total tourist that knocked over my Moby. Rude. Low-key though, Orison is beautiful. These fountains, the cherry blossoms, everything. It's a moment. Anyway, y'all need to be here. Gonna end my day relaxing with a sunset cocktail. Thanks, Interblack. Whatever. IAE. Cheers, babes. New Spectrum post tomorrow.
It's awesome. Oh, I love it. It's like the Instagram story from the Intergalactic Aerospace Expo, from the mighty influencers who are traveling around the verse. Great idea. And there are two another ones. Ist da eine Galaxy geflogen? I'm loving the way that the not having jacks means that they've had to come up with new ideas every day. Yeah, that's really good. And somebody told there was a galaxy flying. I did not see it. Let's check it again. Oh no, that's Hi wrong. friends, it's your Molly, and on my way to Okay. Orson. We take it without sound. Okay, I take a look at a galaxy. Who can fly in the back? No galaxy. Da müssen wir mal gucken. Genau, die Versefluencer. Not Influencer, Versefluencer. Mega. Und es gibt noch 2 weitere Teile. So there are 2 another parts. Bin gespannt, wer das gesprochen hat. Anna Dimitriou war es, glaube ich, nicht. So the voice actor from this girl is had the perfect voice for this. In front of the hotel. So, we check it out. Da hinten ist eine 890. Was it a galaxy or was it a... It should be a galaxy. Clendatu told me. Aber da war, glaube ich, keine, ne? Aber er hätte sein können. Das ist... Ne, das war eine Ares. Da ist gerade noch eine Ares vorbeigeflogen. Aber es gibt noch 2 weitere. Schauen wir doch da gleich mal noch mit rein, bevor wir uns in die Angebote stürzen. Marley Goes to Orson Part 2. Das ist... Wait for the end, So, Moment. friends. Wait for the end of this video. Day 2, and tomorrow I'm blasting off to Microtech in the Intergalactic Aerospace. IAE, y'all know what I mean. Light workout before my Stormwall tour. I'm seriously Ein bisschen so Yoga, excited klar. for this and want to say thanks again to Origin, my amazing Da sponsors. ist gerade ein Schiff explodiert. There was a ship exploding in the background. Stormwalls. See, I'm learning. The person in this costume. I mean, how adorable. And on the shuttle thing, guys, way less fancy than the Origin one and full of tourists. Real storm walls. Oha! They Storm are walls. seriously amazing. This is Got back on land and this things is started to get real really weird. amazing. First off, some people full on ran into me. Red flag numero Just uno. before the Didn't even storm notice wall the scene, there Crusader was someone security. punching the mascot. Second red flag. Then in the middle We of my need to look food at it selfie, again. some randoms burst in and start shooting. Siege of Orison Friends, live. This may be my last. Stay tuned for my next post to see if I survive. Stay tuned for my next view if I I'm survived. obsessed with these whale storm walls. Okay, See, I'm we look- learning. The person in this Punching the costume. I mean, how adorable. I'm on this shuttle thing, guys. Way less Die fancy than the Storm walls Origin sind natürlich one cool, die haben wir schon and zweimal full gesehen. of The second time. tourists. Yeah, there was somebody Real punching the storm mascots. walls. They are seriously amazing. Got back on land and Aber die Storm Walls sehen richtig cool aus. Es ist das zweite Mal, dass wir das sehen. So the first time we saw the Storm Walls in the video was at CitizenCon trailer, and now the second time it gets closer and closer. So maybe soon TM. got back on Yeah, land they and can things let started to them get real. loose, but I think I'll know what will happen to them as soon as they're in the game. Yeah, I think everybody is hunting them, trying to fly into them. I think there will be some nice explosions with storm walls in the background. This could be good for my YouTube channel because before my recent videos, my most successful videos were Star System sea shanties. So a lot of them about hunting whales. A lot of songs about hunting whales. And the last part, so we have a third part for Marley Goes to Orson. And this one is 2 minutes, the last thing. Let's check this out. Let's see if she survived. Oh my god. Yeah. What happened? My head. They must be like pirates. I'm gonna keep rolling, see what happens. But these clips are really cool. There's my
Security. I'm saved. Sir, hey. Oh no. Ew, he killed him. Okay, Molly, keep it together. You got this. Ew, is that blood? Ew, Oh my he killed god, him. nasty. This is seriously super disturbing. So much property damage. Like, where is the shuttle? That looks like it could get me out of here. If I could just make it over there. Yeah, you go over there. That's right. Don't turn around. Don't turn around. Here goes nothing. So it's said that Jax is not here at this year, but the other clips are also cool, so it's okay. Not sorry. That's not the shuttle. That was exactly what it looked like when I ran over someone with my tank Yeah, yesterday. but she did not get a cram set, so... She's on a killing spree. Is this day supposed to promote Origin or Grey Well, Cat's friends, buggies? that was And this kill wild, from the right? Catalyst with the And now, PTV. Here I am back on this Awesome. lovely 890 jump and headed to New Babbage for the IAE. Once again, basking in the opulence of the full Origin Jumpworks experience. It obviously takes more than fanatical pirates to slow me down. See you at the expo, babes. See you at the Expo, Babes. Geil, richtig cool gemacht. Richtig gut. Okay, das war's für diesen Tag. Dann schauen wir uns mal die Angebote an. Was gibt's zu kaufen? Aktuell, beziehungsweise was für ein Angebot gibt's? Die 100i natürlich gibt's wieder $50. Das ist der Standardpreis, da hat sich nichts getan. Einsteigerschiff hat eine gute Reichweite. Für Pyro wird's interessant oder für allgemein Systeme, wo man weiter weg muss. Die 125a, die Variante mit etwas mehr Feuerkraft, allerdings nur im Bereich der Raketen. Ansonsten die gleiche Ausstattung wie die 100. Also die Komponenten unterscheiden sich ein bisschen. Die 135C ist dann ein bisschen spezieller, die hat mehr Cargo, die hat hinten einen kleinen Frachtraum und ist ein Schiff, was auch in eine Carrack reinpasst. Also gerade noch in eine Carrack mit einem kleinen Frachtraum hinten drin, sozusagen ein Pisces-Ersatz, wird knapp, aber es geht. Und das finde ich die spannendste Variante, allerdings ist die sehr teuer. Also da zahlen wir schon $65 und das ist für ein Starterschiff dann schon relativ viel, weil sie wirklich recht schwach auf der Brust ist. 300i, Klassiker. Da haben wir auch, sagen wir mal, alles, was man so machen könnte. Eine relativ gute Bewaffnung, ja, eine mittelmäßige Wendigkeit. Man hat allerdings ein Bett mit dabei, man hat einen kleinen Frachtraum mit dabei. Und das ist das Schiff, was ich mir neben der Aurora original geplätscht habe. So, when Star Citizen started, I pledged 2013 the Origin 300. And the transformation of the ship over the years was exciting to see. From the original concept to the actual, and I think there will be another rework if we see some more ship reworks in the future. The only ship to ever get the paint system that the fans want, as opposed to the paint system Yeah. that the marketing department wants. And after this, it was gone. The system was never be replaced. Und die 890 ist schon wieder ausverkauft, ja, nach wenigen Sekunden. Wir zeigen euch nachher gleich noch einen Trick, wie ihr die reduzierten, sage ich schon, die exklusiven Schiffe, die nur in Wellen verkauft werden, zu limitierten Zeiten, wie ihr da eine bessere Chance drauf habt. Gucken wir uns gleich mal noch an. Die 315P, jetzt sehr spannend geworden. Exploration Pathfinder und sie hat einen Tractor Beam vorne in der Nase. Allerdings leider, und ich habe es im Test auch schon mal gesagt von allen Tractor Beams, wenn ihr damit etwas an der Nase sozusagen packt, der ist fixiert, dieser Tractor Beam. Ihr müsst also das Schiff bewegen, damit sich die Ware bewegt. Und ihr könnt damit nicht schnell wegfliegen, sondern es geht wirklich nur in Schrittgeschwindigkeit. Deswegen aktuell die Frage, was man mit dem Ding macht, wenn der Traktorstrahl nicht, sage ich mal, mehr Power hat und man damit auch schnell wegfliegen kann. Weil so hat man einfach einen Traktorstrahl und kann ihm beim Ein- und Ausladen helfen. What do you think about the 350p? Because the tractor beam is fixed and you cannot move fast if you catch something with it. Yeah, that seems a bit limiting, like compared to the other ships with tractor beams, which have more flexibility. Yeah. I hope there is something coming, so you can short take some loot and leave and run fast. So I hope this will be coming for the 350p. Yeah, like they need to work out their gameplay for that, I think. Yeah. But this was another big point. Later when our CIG guests will be there, this is a question for them. The features of Star Citizen over the years are
point by point, small steps every count. And this year, with starting CitizenCon to this point, there are so huge and massive gameplay mechanics, pyro, feature complete Squadron 42. There are a lot of features coming into a small time area, and it is impressive. I hope this will go on and not stop here and we wait another year. Yeah. I mean, it's been the biggest content year for Star Citizen, I think, ever. Yeah. You know, with Pyro, they've never done so much content in such a space of time. Definitely, What I would like to ask them, and I hope I get a chance, is how do they review it? How do they look back at what they've accomplished this year and actually learn from it, rather than just moving on? Yeah. I hope they can keep going the pace they made, and I think it's a good start to start this year with the first Pyro playtest. You got the Squadron 42 feature complete, so you can start polishing. We already saw the live gameplay demo of the first server meshing iteration, so I think this year can be a real good year for Star Citizen. So the big points everyone was joking about, so it never comes out and now it is here. So yeah, I think it's a good year for Star Citizen. Yeah, I agree. Die 325A ist die Fighter-Version von der 300er Serie, hat nochmal einen deutlich besseren Punch, nochmal eine größere Kanone unter der Nase, hält ein bisschen mehr aus und sieht auch ziemlich schick aus. Allerdings würde ich sie aktuell vom Preis von $70 würde ich andere Schiffe bevorzugen, auch beispielsweise eine Titan Avenger. Die ist nochmal vom Gesamtpaket, bietet sie nochmal mehr, dafür hat Origin mehr Design und mehr Style. Also auf jeden Fall ein Gegenspieler. Und ein Schiff, was aktuell, finde ich, ziemlich nutzlos ist die 350R, weil für ein Racing-Schiff ist sie einfach zu groß, zu schwer, zu träge. Sie ist zwar schnell, aber es gibt halt viele kleine Racer, die einfach deutlich mehr Spaß machen in dem Bereich. Aber man kann sie eben auch für längere, so Langstreckenrennen könnte man sie nehmen, weil sie hat ein Bett mit dabei. Also da geht noch was an Optionen, aber sie ist halt recht groß für einen Racer. Und die Fury LX, genau, im Racing-Sektor, da geht gerade nichts drüber. Und das Special Upgrade Offer ist die 400i. Und das ist das Schiff, was Jale vorher angesprochen hat. So we are at the 400i, today's Special Upgrade Offer. So let's check what we get. Upgrade now. Und wir sparen $20, $20. Mit 10 Jahren Versicherung gibt's. Und das ist auf jeden Fall wieder passend zur bisherigen Upgrade-Kette, die wir bisher hatten, wenn man jetzt die MSR mal außen vor lässt. Aber bei den anderen Ketten konnten wir schon gut $60 sparen. Und das günstigste Upgrade wäre auch hier die Santokai oder Raylan. Die Santokai, wie gesagt, wird einen Sprung machen auf ungefähr $235 und da würde dann diese Ersparnis ziemlich schrumpfen, beziehungsweise auch vielleicht nicht mehr möglich sein. Müssen wir nochmal durchrechnen. Also das könnte vielleicht ein trügerisches Upgrade sein, was mit dem Erscheinen der 322 dann vielleicht nicht mehr direkt möglich ist. Müssen wir mal gucken. Wir werden es nachher nochmal durchrechnen. Aber ansonsten die Raylan wäre noch eine Upgrade-Möglichkeit. Das wäre die günstigste. Da könnte man sie sich für $5 könnte man sich ein Upgrade sparen auf die 400i. Und die könnte nochmal ein Upgrade, was den Preis betrifft, bekommen, weil aktuell ist es ein Exploration Touring Schiff. Eigentlich soll es allerdings ein Pathfinder sein. Also die ist sozusagen bestätigt worden. Allerdings, weil die Pathfinder-Möglichkeit noch nicht drin ist, läuft es aktuell als Exploration Touring. Wird ein spannendes Schiff. Und Sentinel schreibt, der erste Pledge war eine Mustang Alpha, dann kam die 300i, dann die Titan. Ja, dann ist es eskaliert, so ging es bei mir auch. Jay, what was your first ship in Star Citizen? What was your initially pledge? I think it was a Freelancer DUR, and that lasted a long time in my hangar, but eventually that became a Carrack. So, always an explorer at heart. Yeah, I went straight in for the Freelancer. This was, I think, 2015. So a couple of years after you. Yeah, but it's a good step from the door to the Carrack. yeah, pretty big step. But one of the best exploration ships, I think. It will stay for a long time at this position. Yeah, it needs another update, really. I got rid of it when it was very overdue an update, and now it's kind of feels like it needs another one. So I don't know. Maybe the freelancers need more love. Yeah, I think there will be a rework.
With the component rework, I think the Freelancer, there is so much empty space actually in the whole chip series, so much space you could use for components or other gameplay mechanics. So I think the Freelancer will be a great chip if the rework comes. Yeah, this is the problem they're going to find though. Everything needs a rework to get to gold standard. It'll take a long time. Ja. Die 400i, wie gesagt, ein spannendes Schiff. Sie hat vorne in der Nase eine Garage für ein Bike, dann einen Raum für 3 Personen, allerdings keinen Gästeraum. Also wir haben jetzt hier kein Touring-Schiff in dem Sinne, dass wir viel Passagiere mitnehmen können, sondern es sind eigentlich für die Crew. Die schlafen auch zusammen in einem Quartier. Dann hat der Captain nochmal ein Quartier und es ist alles sehr kompakt, würde ich sagen, weniger ausladend als bei anderen Origin-Schiffen. Deswegen finde ich vom Aufbau her die 400i sehr spannend. Bin ein Fan, sie ist relativ schwach bewaffnet mit 2x Size 4. Das haben wir schon bei kleineren Einsteiger-Fightern. Allerdings hat sie noch einen oder 2 Remote-Türme und sie hat die Möglichkeit, noch recht viel einzustecken. Ist ein sehr schönes Schiff und eben, wie gesagt, später mal ein Pathfinder. Und einen wunderschönen guten Abend, Cowboy. Grüß dich, schön, dass du da bist. Die 600i, und zwar die Explorer, das ist das Schiff, was ich auch schon ganz lange im Hangar habe und finde ich eine sehr spannende Kombination, denn man hat extrem viel Feuerkraft, 3x Size 5 für einen Piloten und sehr viel Raketen. Sie kann sehr, sehr viel aushalten, ist allerdings etwas träge natürlich aufgrund der Größe, aber bietet extrem viel Gameplay. Bekommt auch noch ein Rework mit einer Medbay T2, also man kann drin spawnen dann später. Man hat die Möglichkeit, einen unser Rover mitzunehmen oder einen G12, also sehr, sehr groß und sehr effektiv. Später bietet sie sozusagen alles auf einmal und deswegen 600i Explorer ist ein Riesending. $475 ist allerdings auch eine Hausnummer. Deswegen sollte man sich da überlegen, ob es die sein muss, denn es gibt die 600i als Touring-Version und da haben wir zwar nicht die Möglichkeit, viel Fracht und Fahrzeuge mitzunehmen, allerdings sehr viele Passagiere. Also für VIP-Transport ist die 600i Touring eine sehr, sehr coole Sache. Aber auch eben ziemlich teuer. Günstiger ist die 85X und das finde ich eines der interessantesten Snap-Schiffe, denn sie ist mit einem Co-Pilotensitz ausgestattet, der einen Zugriff auf einen Remote-Turm hat, zusätzlich zur Bewaffnung, hat einen Quantum Drive, kann überall gespawnt werden und sieht cool aus und ist sogar für Racing eigentlich gut. Also sehr, sehr cooles Schiff und vergleichsweise günstig, also der perfekte Einsteig für Origin-Schiffe. Und natürlich der König oder die Königin, die 890 Jump, innerhalb von wenigen Sekunden ausverkauft und deswegen würde ich kurz mal darauf eingehen, wie ihr euch sowas holen könnt. Also wenn ihr eines der limitierten Schiffe haben wollt, über die Expo und wenn ihr drauf geht und wartet, bis die Seite auf ist und sie dann hier auf Add Card klicken wollt, dann sind die meistens ausverkauft in Sekunden. Also selbst die Warbound-Varianten dauern maximal 2 Minuten vom Erscheinen, bis sie komplett ausverkauft sind. Wie könnt ihr sowas also kaufen? Da gibt es einen kleinen Trick, beziehungsweise mehrere. Und zwar, ihr geht einmal auf den Pledge Store und dann im Pledge Store auf Extras, All Products. Da könnt ihr dann das Schiff, was ihr haben wollt, dieses limitierte Schiff, zum Beispiel die 890, einfach eingeben. Und dann habt ihr sofort die Möglichkeit, das in den Warenkorb zu legen, ohne über die Eventseite euch mehrmals klicken zu müssen. Und das funktioniert zum Beispiel auch für Schiffe, die noch kommen. Wenn zum Beispiel Drake kommt und ihr eine Kraken kaufen wollt, gebt ihr einfach hier Kraken ein. Und er findet nichts. Ihr refresht und mit 17 Uhr kommt sofort dann die Kraken hier als Treffer, ohne dass ihr auf diese Eventseite warten müsst, sondern direkt auf den Shop. Das heißt, ihr spart euch sehr viel Zeit. Und der zweite Tipp ist, wenn ihr nochmal zur 890 hier rankommt, dass ihr sie in den Warenkorb legen könnt, allerdings dann zu lange braucht beim Zahlprozess und die ist schon ausverkauft, lasst sie einfach in eurem Warenkorb. Weil wenn sie in eurem Warenkorb ist, dann bleibt ihr auch für die nächste Welle im Warenkorb. Und bei der nächsten Welle könnt ihr euch dann wiederum die Zeit sparen. Denn es gibt für jeden Schiffsverkauf mit den limitierten Schiffen 3 verschiedene Wellen. Und dann wartet ihr auf die nächste Welle und klickt einfach schon auf euren Warenkorb. Da ist sie dann drin. Jetzt hier zum Beispiel als Beispiel die Suilen. Dann könnt ihr alles schon vorbereiten. Und wenn sie dann da ist, drückt ihr nur noch auf Kaufen, fertig und dann habt ihr sie. Und das ist eine sehr, sehr sichere Sache. Und da wir jeden Tag 3 Wellen haben, schafft ihr es vermutlich oder sehr wahrscheinlich, wenn ihr etwas schneller seid, zumindest einmal sie in den Warenkorb zu packen und bei der zweiten Welle dann zu kaufen. Und das funktioniert für die Store-Credit-Variante genauso wie für die Warbound-Version. So ein kleiner Tipp für diese ganzen limitierten Schiffe, die es gibt. You're interested in the limited ships like the 890, Kraken, Idris, Javelin?
If I could ever afford those, I mean, I'd rather enjoy someone else's. By the way, I am now in front of your character, so we are together finally. Wow. It's one of the coolest flight suits in the game. Yeah, it's the Xi'an one that will be available on the last day of IAE. So it's coming to general release. Yeah. I get also some from them because it's the only flight suit you have with an inventory. Oh, is it? I didn't really realize that was it was something special, yeah. And it looks cool. I don't know. It does look cool. Yeah, I'd like to see more of them. But yeah, I don't know. Initial concepts for Xi'an armor were a lot more like block-like and sort of more like they kind of look like dice, I'd say, like Dungeons and Dragons dice, lots of flat faces, and then they changed to go more like this. Sierra, war ich in Werbung, meinst du? Oder was läuft da? Schreib mal rein, was du meinst. Suilen, der Wanddübel 2.0. Da haben wir den G12 Rover. Das ist natürlich noch ein Konzept, auch $60. Und der ist auch schon relativ weit. Den sehen wir die nächste Zeit. Gibt es in verschiedenen Varianten. Einmal nochmal als Kampfversion mit zusätzlichen Raketen. Nochmal $5 teurer. Und auch nochmal als Racing-Variante. Das sind die G12s. Zur M50 haben wir nochmal ein Racing-Schiff. Wir gucken es uns nachher natürlich auch nochmal live an. Sehr spannender Racer und schnell und wendig. Und ja, aktuell kann man ihn gut schon einsetzen. Die Werbeunterbrechung von Twitch. Okay. Der X1 ist ein Bike, was eigentlich schon kommen sollte. Allerdings haben sie es jetzt nochmal ein bisschen zurückgestellt. Gibt es auch wieder in 3 Varianten. Allerdings finde ich das eines der spannendsten Bikes. Nicht, weil es nur ziemlich cool aussieht, sondern es passt auch maßgeschneidert in den von der 400i bereitgestellten kleinen Hangar. Das funktioniert. Und wir haben auch wieder 3 Versionen. Also die Force etwas besser bewaffnet, sieht man schon unter der Nase. Hier haben wir eine Size 1, hier haben wir eine Size 2. Damit kann man schon was anfangen. Und nochmal als Velocity als Racing-Version. Also das ist das Angebot von Origin heute. Und wie gesagt, als 400i Special CCU Upgrade für 24 Stunden. Und dann können wir jetzt endlich auf die Expo gehen. And you look good. I think I need something to drink, but at the expo, I think there is the option to buy something. Yeah, it's kind of annoying. Every time I log in for the expo now, I sort of die of thirst. It's a dangerous expo. Yeah. So let's go. Oh, we have 3 seconds. Yeah, we did it. Und dann schauen wir natürlich gerne auf die Expo. This server's not very stable. I think it may crash. Let's see. Dann, wenn ihr da seid, wenn ihr auf dem Server seid, schaut mal, wer schon alles da ist. Mad News ist da, der ist auch in der Nähe. Genau. Mr. Morgan schreibt noch, vor allem hat die X1 Force 2 kleine Schilde genügende Nox. Genau, also die X1 finde ich eines der spannendsten Bikes. Im Gegensatz zur Nox, auch zur Dragonfly, weil sie einfach recht kompakt ist, schmal, aber dennoch viel bietet und natürlich auch noch cool aussieht. Also von dem her finde ich es eines der spannenderen Gefährte, die wir so in dem Bereich haben. So, ein Holstenkopf, den nehmen wir noch an. Friend added. Ja, Server is a bit laggy. Mad News, der ist auch schon da. Ja, bleib mal stehen, ich hab was dabei. He got something to drink. And he's equipped for the next war. Thank you. You're welcome. So, dann machen wir das Ding mal gleich leer hier. Haben wir das jetzt eingesteckt? Trink, trink, trink. Cruise Looks. Und wir waren ja auf dem Bar Citizen in Ulm und da gab es ein... Oh, this server is really laggy. Gab es ein Quiz und da gab es zum Beispiel auch Fragen zu Früchten, Getränken und uns. Und ich habe echt schlecht abgeschnitten. Ich bin echt untergegangen. Aber ich glaube, alle waren nicht gut. Wir alle waren nicht gut. Wir haben alle, glaube ich, von 10 Fragen nur 5 richtig. Da. Sehr schick.
Und schau da ihn an hier. Er kommt hier hinten aus der Verkleidung raus. Das ist doch schon ist so ein Terrorist bestimmt. Läuft hier im Kreis? Verrückt. Verrückt. So, let's go to the halls. My game's just having a moment. I'll catch up with you. There we go. No problem. Okay. I'll wait upstairs. Yeah, that's okay. So, dann hüpfen wir nochmal zurück. Zack. Ach ja, genau, für die Frage. Sierra, wenn du Prime hast, genau, da bist du komplett werbefrei. Ansonsten, glaube ich, mit dem Sub hast du es auch komplett weg. Also das haben wir so eingestellt, dass gar keine Werbung da mehr da sein sollte. Und ja, das funktioniert auf jeden Fall. Ja, also der Server ist echt übel. Genau, wie viele verschiedene Hotdogs gibt es im Verse? Und ich weiß es jetzt, es sind 8. Sie wurden sogar noch aufgezählt, aber es sind 8 verschiedene Hotdogs. Oder waren es 9? Ich wusste auf jeden Fall die Whisky-Frage. Es wurde ein Name genannt und dann wusste ich sofort, dass es ein Whisky ist. Aber manche Sachen, die waren echt knackig. Die waren echt knackig. Yeah, I think if we measure performance in frames per second, we'd be optimistic. It's more like frames per minute right now. Ja. Matt, wir machen für dich auch nochmal die Türe auf. Aber Extreme mit Prime hast du doch ein Sub, das du hast. Du hast doch jeden Monat eins, oder? Also so habe ich es zumindest. Meins hat Fexi. So, dann müssen wir, Moment, wir müssen mal gucken. In die Zenith Hall. Ja, da sind wir schon. Hat schon mal gedrückt. Oh, jetzt wird's kuschelig. Kuschelig. Most times I die in the elevator. Es sind 8. Nein, war auf jeden Fall eine coole Veranstaltung. War witzig, alle mal wieder zu treffen, neue Leute zu sehen. Und ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Mal schauen, wie viel es dann werden. So. Here we go. Universe of Possibilities. I like the new design. I also like the color for the Gatak ships. So I think purple is perfect. Yeah, I think it's been a very colorful AE with the smooth lines. It goes with a lot of the ships. But the whole music is too loud. That's true. Und Chris Harrow, da sagt man doch auch nochmal, vielen Dank für dein Abo. Schön, dass du dabei bist. Danke, danke, danke. Genau, wenn man Amazon und Twitch verbindet, hat man keine Werbung. Genau, das war's. Und da sehen wir schon, das ist natürlich also das finde ich jedes Mal wieder effektiv oder sehr effektvoll bei Origin, wenn halt die 890 Jump gerade so in die Halle reinpasst. Also bis auf ein paar Meter haben sie das so gemacht, dass gerade die 890 reinpasst und es ist halt einfach ein Monster von einem Schiff. Ich finde, es ist eines der schönsten Schiffe im Verse und das gleichzeitig nutzloseste Schiff im Verse. Es gibt viele, die sind absolute Fans von der 890. Ich bin's nicht. Ich bin kein Fan der 890. Aber ich finde es gut, dass viele die 890 gerne haben und mögen. Aber für mich, wie gesagt, ein Schiff, das wenig Nutzen hat. Deswegen, ja, schreibt gerne mal, was ihr von der 890 haltet. I told the audience the 890 is one of the most beautiful ships, but the most useless in my opinion, actually. Yeah, she's beautiful, but what can you really do with her other than just fly around? But I mean, for me, it's always the visual impact of these big ships when you walk up to them and they tower over you, and the 890 jump does it better than most. Yeah, the feeling you have inside this ship is exciting. So if you own one or you just fly one, you can rent it for free. So rent it, fly it, and it's a unique feeling in this big, massive, luxurious ship. Das ist echt der Wahnsinn. Aber für mich, wie gesagt, mein Schiff der Begierde ist dieses hier. Und zwar die 600i. Weil, ja, das ist für mich so der Sweet Spot. Du hast Luxus, du hast Feuerkraft, du hast genug Verteidigungsmöglichkeit, du kannst alles mögliche mit dem Ding machen. Du hast Frachtmöglichkeit, du kannst Passagiere mitnehmen, du hast Fahrzeuge, also alles sozusagen, was eine Conny auch kann, aber halt in schöner und in etwas luxuriöser und doppelt so teuer. Also Origin macht schon immer was her. Ist schon schick.
Hätte ich auch gerne 890, ist mir auch egal, dass es nutzlos ist. Was mir nicht egal ist, ist der Preis. Ja, das ist hart. Also, sie ist an der $1000 Grenze. Also ist noch das letzte Schiff, was man giften kann, glaube ich. Also man kann es, glaube ich, noch verschenken. Die 890, das ist aber auch das letzte. Man kann es allerdings nicht upgraden, also ein Upgrade ist nicht möglich, da sie eben limitiert ist. Und ja, also es ist schon ein Riesenbrocken. Ich würde es gerne sehen, dass wir zur 890 nochmal so ein Zwischending kriegen. Wir haben ja auch so eine Logik hinter Origin, Jeff. Du hast die 100er Serie, die 300er Serie, die 400er Serie, die 600er Serie und die 800er Serie. Also da ist noch Platz für die 200er, die 500er, da ist noch Platz, also da könnte noch was kommen. What do you think? Are there some new Origin ship series coming? So like the 500, Origin 500 or Origin 200? It could do. I mean, Origin hasn't had a new one in a while, but then neither is Aegis, neither is I mean, RSI are getting their first new one in quite a long time, right? Yeah. So yeah, they. I guess the thing is that the Origin lineup is quite complete. It covers so many different roles, and they're never going to have an Origin mining ship. They're never going to have an Origin, like a missile defense platform. Yeah. So I think that what we'll really want to see is ground vehicles to really go with these ships. Things like, because we're due a luxury rover, aren't we? Yeah, like the Lynx for Origin. Yeah, I think that's maybe the missing part of their lineup. Yeah, the dirty work ships are not for Origin, so they stay with Drake and other manufacturers. Ja, das 600i Rework zuerst, also ich hoffe auch, dass es bald gibt. Also es ist schon lange bestätigt worden, also wirklich schon lange, ist schon fast 2 Jahre her, wo das bestätigt wurde, dass wir auch schon Details haben, was ins 600i Rework reinkommt, wie es aufgebaut werden soll und. Wir hatten auch vor, glaube ich, 2 Jahren haben wir mal ganz detailliert uns die 600i angeguckt, was da überall zu machen wäre. Also da sind viele Sachen, wo man gemerkt hat, es wurde auf die Schnelle sozusagen nochmal mit übernommen, weil einfach die 890 so erfolgreich war. Und da fehlen aber auch viele Bereiche. Also da könnte man einfach noch ein bisschen mehr draus machen. Und deswegen, die 600i wird reworked, aber es dauert noch. Und willkommen, Mondscheinritter. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. So. Enter pilot seat. I think that they're using Crusader to fulfill the people who want Origin but military fighting ships. Yeah. And they're using the Crusader brand to satisfy those people who want that style, but then that other gameplay that doesn't fit with a luxury brand. Yeah, I think so too. So a middle way between the Drake firepower and the beautiful ships of Origin. So in a new way, and you have Crusader generated, and it's one of the most popular ship manufacturers out there. So Crusader lineup was growing every year. First we have 1 ship, and now we have 8. it's definitely expressive. It's definitely been the darling for a while now. I mean, it was 2 years ago that they launched the Ares Starfighters at IAE, right? And that was the big sort of first fighter for Crusader, and now we have they become the bombing masters. That's that's a pretty unique role still. There's only a few ships that really have that bombing gameplay. Yeah, and there is something more to come, I think, for other manufacturers, because only at this point we have the A2, A1 for bombing, and only Crusader who give us this opportunity. And there was some time ago, I think for 1 or 2 years ago, some Inside Star Citizen where they show us the bombing techniques for other ships like Gladius. So I hope and I think this mechanic will come soon to other ships and not dedicated bombers. And this in particular will be a nice addition to gameplay, so everyone can use it.
Do you think that there should be some more dedicated bombers from other manufacturers? I think, yeah. I think from Drake, something like this, so dirty bombers, and maybe from Anvil, Aegis, the military manufacturers, they should have bombers. Otherwise, from a lore perspective, it makes no sense. You have a military fleet, and this whole military fleet has no bomber. But Crusader Industries, hey, we make some bombers. And also on the ground, some artillery. We don't have anything like this. Some artillery vehicles. It will be a nice addition to the game. Yeah, we have. I mean, we have the ballista for rocket artillery, Yeah. but I was, I kind of feel like the Storm, they kind of missed an opportunity to use that for artillery because it's such a light vehicle. It doesn't really fit as a tank in the same way that the Nova does. And yeah, some good artillery would be fun. Und das ist übrigens auch neu für die schon länger die 890 nicht mehr gesehen haben. Ist schon ein bisschen länger drin, aber hier haben wir jetzt auch ein Schachbrett. Also wie der Mercury Star Runner gibt es jetzt hier auch. Kann man auch ein bisschen Schach spielen. Für die sich etwas unterhalten wollen, einfach während des Fluges. Kann man sich bei einer guten Partie Schach dann mal zurücklehnen und ganz entspannt eine Runde Schach spielen. So, dann würde ich sagen, wir gucken mal ein bisschen weiter, denn es gibt da noch einige Holos, die meistens auch recht spannend sind. Und da hüpfen wir doch mal runter. I like the floors on this gold and marble flooring. It's very similar to what they're using for the IAE paint for the Sulen, which is actually called salt paint in Xi'an. I guess the Xi'an think we're salty as well. I like the styling. For the Suilen, every paint job you got there looks amazing. So it looks like a flying stone. So also the inside, the bed, it looks like a cave. It's really great. Yeah, there's a lot of beauty in it, and particularly even the ambient sounds when you're in the bedroom. They have like a running water sound hidden in the soundtrack, and it has this subtlety of sort of like natural tranquility. It's great, and also the small details at the Suilen. So not only the transformation optics and the mechanics they built into it, so the small details, the refueling port, it comes out and looks also like a big stone who's coming out. It's great. Yeah, and the whole, I mean, the transformation is great. I never tire of just seeing it like transform as it lands, and I've been trying to practice to make sure that looks nice and elegant when I do it. You ever tried to land the Suilen without two of the wings? I haven't yet, so that sounds a bit more challenging. Yeah. You can go outside of the ship, but you never came inside. Well, at least it has an ejector seat. Yeah. So let's take a look at the Holo Room. Yeah. Geheime Gänge gibt es da noch nicht, Hawk, genau. Also bei der MSR haben sie das ja mit eingebaut, die kam dann etwas später. Da gab es eben diese ganz vielen geheimen Räume, die haben wir bei der 890 nicht, aber obwohl es da eben auch genug Platz gegeben hätte, auch bei anderen Schiffen. Deswegen fand ich das auch cool, dass sie das da eingebaut haben. Diese geheimen Gänge haben wir jetzt auch in Pyro viel gesehen, also die Technik haben sie jetzt weiter genutzt. Aber eben bei älteren Schiffen gab es das noch nicht. Und es gab jetzt seitdem auch keine neuen Schiffe, die Gänge hatten. Da war die Star Runner jetzt aktuell die einzige. Da sind nochmal die M50 und die 85X, also beides eigentlich auch Racer. Auch die 85X. Das Schöne bei der 85X ist natürlich, du kriegst noch einen Co-Piloten mit rein. Also bei der M50 als reinem Racer Einzelsitzer fliegt sich wirklich sehr gut, macht richtig Spaß, aber ist halt wirklich komplett auf einen. Bei der 85X können zwei reinsitzen und die ist auch ein guter Racer. Das heißt, wenn ich mich entscheiden müsste, wenn ich nur einen mir holen würde, würde ich wahrscheinlich die 85X holen. Die ist zwar nicht ganz so gut, spezielles fürs Racing, aber hat halt so einen Mehrwert. Bei der M50 zum Beispiel gibt es auch noch ein Feature. Ich versuche mal näher ranzukommen. Hallo? Da. Und zwar... Was?
Das ist schwer gerade. Ich versuche so zu zeigen. Und zwar die hinteren Engines, also die Triebwerke, die beiden. Das ist ein Feature, das eigentlich auch schon länger kommen sollte. Und zwar, dass die modular sind. Also, dass wir die tauschen können. Verschiedene Racing-Bauteile. Dass wir sozusagen durch Tuning der verschiedenen Komponenten das dann auch visuell dargestellt bekommen. Und wir eben sozusagen unsere Triebwerke tauschen können. Aber das wurde auch mehrfach verschoben und da haben wir jetzt schon länger nichts mehr dazu gehört. Ja, genau. There were some who mentioned the secret doors and secret capabilities of the MSR. And the 890 has some space left, so they can do something inside this ship. But it's not a smuggling ship. Yeah, it would be nice if the larger ships had that kind of. They did it with the below deck. Yeah. But the idea that there's sort of corridors behind the nice corridors for you to explore and have for your maintenance needs. That stuff's always very exciting to have like multiple ways of getting around a ship that large. Yeah. So the Jeffrey holds from Star Trek. Yeah, exactly. I kind of hope that they do that more with their large ships. Yeah, it is a cool addition. So hide and seek inside the MSR, you can spend a whole afternoon. Das ist jetzt eben die 85X und die sieht eben nicht nur schick aus, sondern hat eben auch Platz. Jale steigt jetzt auch noch mit ein und du hast hier ein wunderschönes Cockpit für zwei. Sie ist trotzdem sehr schnell und wendig, hat eine gute Bewaffnung, also für so einen kleinen Snap, und wenn der Co-Pilotensitz nicht benutzt wird, dann hat auch der Pilot Zugriff auf die beiden zusätzlichen Waffen. Also gar nicht zu unterschätzen, die 85X. Sieht man aber sehr, 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 sehr selten. Hat auch einen Quantum Drive und kann eben an jedem kleinen Fahrzeugpad auch gespawnt werden und passt auch in viele Sachen rein. Das Einzige ist, dass er zum Beispiel in eine Corsair nicht reinpasst, wegen der Flügel, weil die noch so ein bisschen einen Ticken zu lang sind und sich nicht aufstellen lassen. Aber sonst sehr cooles Schiff. I like this ship so much. Yeah, it's one of the most beautiful ships. Yeah. I think that it's small but perfectly formed, and it really feels like it being inside a luxury car. It could be from BMW, so Bavarian manufacturer. Jaguar just down the road from me. Yeah, it also makes sense. I'm gonna struggle to get out now. That's a feature. Yeah, you don't want to leave. Dann schauen wir noch in die Hallen über. Ja, genau, die heißen Jeffrey's Tube. Okay, was habe ich gesagt? Ja. But yeah, the holoviewers, they show what I say is missing, which is the ground vehicles. Only the G12. And the X1 in the next room, the bike. Yeah, that's the only bike I'm waiting for, because it looks incredible, and the stats are really cool, and it fits inside my 400i nose. So it's a must for a 400i owner. It's a must. I think there is with the 400i, it comes stock with the X1. Yeah, I'm not 100% sure, but I think it's supposed to. Yeah, and I think to me that just allows me. I'm from the generation of young people who wanted to be Darth Maul with his cool interceptor ship that dropped a little bike, Yeah, that's really cool. Der G12 oder nee, was wir gerade gesagt hatten mit den Bikes, ist die X1 natürlich ein sehr spannendes Bike, weil sie einfach nochmal für die 400i gemacht ist oder eben die 400i drumherum gebaut ist. Und ich glaube, sie ist bei der 400i dabei. Also wer eine 400i hat, sollte die, glaube ich, dann auch bekommen. Müsste man aber nochmal nachgucken. Also bei den meisten Schiffen ist es so, wie bei der Carrack zum Beispiel, ist ein Fahrzeug dabei. Bei der Constellation Aquila ist eins dabei. Also bei vielen Schiffen ist dann auch das passende Fahrzeug mit dabei. Müsste man mal gucken. Müsste man mal schauen. Und da ist es eben in groß, in XXL. Das ist die X1, allerdings ziemlich rudimentär. For me, the holo looks not finished. It's definitely a more simple model, Yeah. but that doesn't mean much. I mean, the Santokiai model from Alien Day was very simple, but that ship's about to release. Yeah. So
yeah, I don't think that they update these to reflect their current state of development. Yeah, I think so too, because the last expo we seen a detailed model of the X1, but in small, and this one is huge. Genau, und der G12 ist zum Beispiel bei der 600i dabei, bei der Exploration-Variante, genau. Also bei vielen ist es dabei, aber ich weiß eben nicht sicher. Ich glaube schon, dass bei der 400i der mit dabei ist. Also bei der 400i müsste die X1 mit dabei sein, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Muss mal gucken, Holzenkopf. Wir können gleich mal schauen, aber das ist mit dabei. Also wenn du eine 600i Exploration-Variante hast, ist es dabei. Da ist es sicher. Und willkommen, Preacher, und danke für dein Follow. Schönen Abend, grüß dich. Und dann haben wir sozusagen schon alles in den Hallen gesehen, was neu ist, aber ich würde sagen, wir gucken noch in die Seitenhallen, denn da gibt es natürlich auch noch was zu sehen und wer es noch nicht gesehen hat, da auf jeden Fall mal kurz reingucken, weil das ist neu. Bisher waren die nämlich dann einfach leer oder nicht zugänglich und jetzt haben sie sie aufgemacht und zwar mit etwas hübschem Gameplay-Aspekte sind da jetzt mit drin, deswegen können wir da nochmal reingucken. Und die Specs, danke für den 20. Monat, ein wahrer Gentleman, danke dir. Danke, danke. So the last hall is all the 300 variants, yes? Yeah, these are missing, so in the next hall. Yeah, Yeah. You're right. Yeah, I think they've got... already forgot them. I think it's interesting how some of the manufacturers like Aegis are at the point now where they fill the whole hall. So are they going to stop making new ships or are they going to make new halls? Or they got 2 days. two Yeah, Aegis maybe days. 2 days. I think that, you know, just like they split Misk into Misk and Mirai. Mirai, yeah. Yeah, I think they could do that with Aegis. I think that the Vulcan and the Reclaimer, they both need a new manufacturer. Yeah, some industrial sub-manufacturer. So the military one and the industrial one, that's a good idea. Yeah, I'd like to see that. Und Blanco haut hier 50 Tickets, hat er sich gleich mal reingehauen. Ja, da sind die Chancen auf jeden Fall gut gestiegen fürs Giveaway. Und das Giveaway des Monats natürlich könnt ihr teilnehmen, wenn ihr bei uns zuschaut. Bekommt ihr natürlich Chips und Tickets automatisch. Das heißt, ihr kriegt Chips, die könnt ihr umwandeln in Tickets. Das gleiche auch auf YouTube auch auf beiden Kanälen, wie auch auf unserem zweiten Logi-Kanal. Könnt ihr eben am Giveaway teilnehmen. Und das endet in knapp 10 Tagen. Und da habt ihr die Möglichkeit, diesen Monat auf eine Galaxy, eine ZEUS, eine Cutter mit Gamepack, eine Mustang mit Gamepack und noch ein paar andere Gamepacks. Alles mit Lifetime Insurance und natürlich für euch sozusagen for free. Denn ihr müsst da nichts kaufen, nichts bezahlen. Allerdings natürlich für Subscriber, die bekommen ein paar Chips mehr für ihre Subscription. Und danke nochmal für den Support. Und wenn ihr wissen wollt, was es gibt, einfach Ausrufezeichen Giveaway eingeben. Dann kriegt ihr alle Infos und alle Details da dazu. Und deswegen viel Glück und Blanco, das ist nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall ein guter Brocken. Jetzt hätten wir fast die 300er Serie und die 400er vergessen, weil die nicht in der Haupthalle standen. Und bisher gab es noch nicht viel in den Nebenhallen zu sehen. Aber Origin hat natürlich viele Schiffe. Und die 350R, wir gehen mal rein. Sie ist schön, also ich mag dieses Schiff wirklich sehr, auch das Design, das Styling, aber sie war halt eines der ersten Schiffe, wo man gesagt hat, ich will doch nur rein. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein, ich komme nicht rein. Okay, wir renten sie. Jetzt geht die Tür auch auf. Na, schau her. kaum leibt man sie, darf man auch rein. Es war eines der ersten Racing-Schiffe. Damals wurde eben die 300er Serie reworked und da gab es eben auch eine Racing-Variante. Und coole Idee, allerdings, ja, da war Racing noch weit weg. Und dann irgendwann hat man mit Racing angefangen und gemerkt, die sind eigentlich zu groß, die Schiffe. Deswegen hat man sie deutlich kleiner und wendiger gemacht und dies war sozusagen ein Relikt noch davor. Und deswegen ist es so ein großer Brocken. Sie fliegt sich toll, wirklich, gar keine Frage, aber für ein Racing-Schiff einfach zu groß. Man hat ein Bett da drin, man hat ein Klo da drin. Welches Formel-1-Rennauto hat eine Toilette? Nein, also ist ein cooles Schiff, macht Spaß, hat auch eine gute Bewaffnung für einen Racer, ohne Frage. Aber wer wirklich Racing machen will, der wird wahrscheinlich nicht mit der 350R unterwegs sein. Boah, das ist eine Aussage, ein bisschen.
Wenn du sie gewinnst, dann kriegt sie, dann kriegt sie Blanco. Falls es bei der Auslosung so ist, dass du draufstehst, kriege ich wahrscheinlich erstmal einen Lachflash und werde diese Auslosung dann wahrscheinlich nochmal live übertragen müssen, damit es dann auch jeder sieht. Das ist cool. As Vision talked, if he won the main giveaway, the Galaxy, he spent it to Blanco. So, and now he had a lot of people who saw this. He cannot escape. That's a contract. Yeah, definitely. Die 325A ist die Kampfvariante. Die hatte ich auch lange Zeit. Ich muss sagen, wo ich dann 2015, 16 wieder etwas aktiver in Star Citizen unterwegs war, war das so mein Hauptfighter. Das Problem war, zu der Zeit hatte sie einige Kinderkrankheiten. Also da gab es viele Probleme, deswegen habe ich irgendwann mal geupgradet in Avenger Titan, die einfach besser funktioniert hat. Sonst würde ich wahrscheinlich immer noch mit der 325A fliegen. Ist auch ein sehr, sehr schickes Schiffchen. Also ist auf jeden Fall ein Gegenspieler zur Titan, würde ich sagen, vom Können her, von der Aufgabe her. Aber die Titan ist halt einfach etwas, praktischer, würde ich es nennen. Wir haben hier zwar auch einen kleinen Frachtraum, wo wir hier rein können, wo ihr euch übrigens auch drin einsperren könnt, bis zum Tode. Aber ja, sie hat halt einfach den Designfaktor, den Style-Faktor. Aber das haben wir bei Origin eigentlich bei fast allen Schiffen. The only fighter ship, dedicated fighter ship with a wine bar inside it. Yeah, that's true. Like little wine glasses. What's the technology holding the wine glass down when you're in a dogfight? That's a special. For the CIG design team, that's the most important question. So let's design a fighter, and we need a technique to hold the wine glasses down in combat. So we make a detailed roadmap for this. Das stimmt allerdings, ja. Also für einen Fighter ist er auch sehr spannend ausgestattet. Jetzt kommen wir gar nicht rein. Jetzt ist gerade jemand rein. Sehr cooles Schiff. Und die 400i. Wie gesagt, die 400i, ich kann es verstehen, wenn sie jemand Nasenstäbchen nennt oder Ohrenstäbchen oder andere wie ein Flaschenöffner. Es gibt viel. Ich finde das Design richtig cool. Also mir gefällt sie gut. Sie ist auch nicht stark bewaffnet. Also sie hat jetzt nichts, wo man sagt, deswegen muss man eine 400i fliegen. Aber sie ist einfach schön. Sie ist einfach schick. Also mir gefällt sie echt gut. Hier vorne sehen wir gerade die Bike-Garage. Und wir gehen gleich rein. Da ist da eine Scheibe, dann kann man sich sozusagen sein Bike noch anschauen, das man dabei hat. Und also die 400i, immer noch einer meiner Favoriten, wird auch fest in meinem Hangar bleiben. Und als ich sie damals auf der, was die CitizenCon? Ich glaube, es war die CitizenCon vor 2 Jahren, wo sie dann durch die Wolken geflogen ist in diesem Star Wars Skin. Das war der Wahnsinn. The Meridian Paint, I think it was the Star Wars paint for the 400i for the initial release. It looks like the ship from Queen Amidala from Star Wars. Yeah, it's it looks really cool. It was the start of these kind of skins, these metallic shiny skins. It was the first, and there was some another one later. Yeah, well, we had the Nox Quay a few years ago. That was the metallic silver compared to the black ordinary. Yeah, that's true. This 400i seems to be in distress. It's damaged, I think. Yeah, the gravity generator was spinning out as well. There was a funny story about the release of the 400i. It came out. I made a video about it, a ship guide, and in the first version, you were able to load a rock inside. So it was high enough to load a rock inside. And a few days later, they patched it so you cannot fit a rock inside because Origin ships are not capable of transporting any industrial folks like rock people. It was a great funny decision. We have a phrase in English which is too posh to push, which usually means check. Hello. too posh to give birth normally. But I think that this also applies for Origin. You know, we can't carry, we can't push. Ja, wo ist denn der Christian? Ist der nicht auch da? Jetzt höre ich jemanden. Jetzt höre ich jemanden. Ich glaube, Jogi höre ich. Und ihr habt, glaube ich, noch euren Voice auch übertragen über den Link. Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Also ich habe einen privaten gesehen, aber ich bin Okay, nicht also ihr hört jetzt gerade noch Jogi, die sind schon da.
Aber die haben noch ihren Voice übertragen, da müssen wir noch was kurz ändern. Also noch nicht wundern. Ich hoffe, sie lässt dann jetzt nicht. Ich hoffe, sie lässt dann. Das sagt mir gerade, wo ich rede. Was? Ja, Jogi, einen wunderschönen guten Abend. Ich kann dich schon hören. Und zwar bei dem Link für die Kamera kannst du auswählen, ob du deinen Ton dort mit übertragen willst. Und wenn du den überträgst, dann kommst du bei uns ungefiltert raus. Im Stream. Lol, Deswegen, hallo, den kannst du einmal den Ton da ausmachen. Und wenn du dann im Discord bist, ich ziehe euch gleich rein, dann hören wir euch über Discord. Our guests are soll here. ich mich auf dem Great. auf diesem Link, soll ich mich da muten? So, dann gehen wir jetzt hier mal auf die Brücke. Und dann können wir unsere Gäste Okay. willkommen heißen. Ich muss den Kameraton ausschalten, dann mache ich das mal. Da ist schon der erste. Da fehlt dann nur noch Chris, der fehlt noch. Jogi, einen wunderschönen guten Abend. Du bist jetzt bei uns und jetzt können wir dich auch über Discord passend hören. Ja, wunderbar. Also kam ich auch über die Kamera rüber, ja? Genau, da kamst du doppelt drüber. Deswegen, ich habe die Warnung gleich rausgehauen. Da sind schon die spannendsten Sachen dabei entstanden. Jetzt hau ich euch noch mit der Cam rein. Wayne ist noch nicht da, den habe ich noch nicht gesehen. Also im Voice. Aber der müsste ja dann auch gleich da sein. Der hat mich gerade panisch angeschrieben. Jogi, ich kann dich auf dem Livestream hören. Ich so, was? So, Moment, da haben wir einmal, zweimal. Tipptopp. Ich werde euch gleich auch nochmal mit reinhauen. Und dann einen herzlichen, schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Und schön, dass ihr es geschafft habt. War eine coole Überraschung. Und wir haben uns riesig gefreut. Deswegen, Jale war heute auch schon geplant. Ich habe es ihm gesagt, der hat sich auch gleich gefreut. Und wir übersetzen jetzt immer so ein bisschen Deutsch-Englisch. So ein kleines Mischmasch. Aber ich denke, das wird hinhauen. I can speak Denglish. Ihr müsst sozusagen, ja. Nein, herzlich willkommen und natürlich schöne Grüße. Während wir reden, während ihr euch vielleicht dann auch nochmal kurz vorstellt, würde ich eure Kamera nochmal so ein bisschen einrichten, dass man euch noch besser sieht, dass ihr noch schöner rüberkommt. Und dann sind wir sozusagen good to go. Ich muss mich erstmal hier auf Away auf der Arbeit stellen, sonst kriege ich die ganze Zeit Nachrichten. So, tschüss. Interessiert mich nicht, ich mache was Wichtiges gerade. So. Feiert, aber ihr seid immer noch in der Arbeit. Eieiei. Ihr hört natürlich nie auf. Ihr hört natürlich nie auf zu machen. Nein. Wir achten schon auf unsere Work-Life-Balance, so ist es nicht, ne? Jetzt müssen wir nur noch Wayne reinholen. Den sehen wir schon auf der Kamera, aber der ist noch nicht im Voice. Den kriegen wir bestimmt auch noch rein. The man they called Wayne. Wie geht's euch nach dem ganzen Stress oder wie geht's dir nach dem ganzen Stress? Also ich kann mir nur vorstellen, was das für ein Stress war. CitizenCon, Expo, Pyro-Playtest. Wir haben es vorher schon gesagt, zurzeit ist so viel auf einen Schlag passiert, wir sind gar nicht hinterhergekommen. Wir waren es gar nicht gewohnt, wir waren fast schon überarbeitet als Content Creator, das alles zu zeigen, was ihr uns da geliefert habt. Das war echt der Wahnsinn. Deswegen, wie geht's euch damit? Ich bin jetzt, ich bin ganz zufrieden herausgekommen. Also ich meine, mit Community Quatsch und sowas, ich mag das halt immer sehr. Man kriegt halt immer recht viel Liebe ab und ich meine, ich bin ja selber Bäcker, ne? Also man ist ja auch mit immer mit Gleichgesinnten unterwegs, deswegen freue ich mich immer bei solchen großen Events irgendwas zu machen. Ich habe selber von der CitizenCon nicht viel mitbekommen, weil der Bild, der war halt wirklich, der war schon recht, der hat ein paar Überraschungen so gegen Ende gemacht. Das Problem war halt, dass wir eigentlich auf einem stabilen Bild sein wollten und dann aber halt, weil es halt noch ein paar Grafik-Updates gab, relativ spät im Entwicklungsprozess konnten wir jetzt nicht den stabilen Bild nehmen, sondern mussten den instabilen Development-Bild nehmen. Und der hat noch ein paar Überraschungen bereitgehalten, die wir natürlich dann auch irgendwie gelöst haben. Sagen wir mal so, es war nicht die entspannteste Zeit, aber ich habe danach auch danach eine Woche im Olympic National Park in Seattle verbracht mit meiner Frau. Das war ganz witzig. Sind wandern gewesen durch die Wälder, haben Warnungen über Berglöwen gelesen, also was man macht, wenn man in so einen Cougar einen angreift. Und einfach nur drauf vom Schild Fight Back Aggressively, das fand ich sehr cool. Ja, also ich bin da ganz entspannt rausgegangen. Aber halt das Pacing ist natürlich jetzt nach der CitizenCon ein bisschen, also ich mache gerade so relativ entspannte Sachen, so ein bisschen Flight-Tuning, ein bisschen was am Aiming-System und ja, es ist nicht mehr so, dass jetzt irgendwie alles brennt oder so. Ja, das ist, glaube ich, auch cool, wenn du dann sowas abliefern kannst, wie jetzt abgeliefert wurde, wo jeder erstmal da sitzt und so,
was? Echt jetzt? Wow! Und du kommst aus dem Staunen nicht mehr raus und kaum hast du die CitizenCon hinter dir, geht das nächste Ding mit Pyro los und du wieder, was? Echt jetzt? Wow! Und so geht's jetzt von einem Ding zum anderen, jetzt wieder die Intergalactic Aerospace Expo. Also für uns, also ich kann nur für mich sprechen, vielen, vielen Dank, weil das war, glaube ich, mit die coolsten 4-5 Wochen seit wirklich vielen, vielen Jahren. Und es war echt genial. Und auch diese emotionalen Momente, wo dann Chris auf der Bühne hier fast eine Träne im Auge hatte und auch die da Das war waren. eine Träne, das war eine echte Träne. Das war echt Wahnsinn. Ja, deswegen nochmal vielen, vielen Dank auf dem Weg, weil Danke, ich gib's weiter. Ich meine, ich habe ja jetzt nicht allzu viel mit den ganzen Sachen zu tun. Ich habe einen sehr kleinen Bereich, aber halt so Pyro und sowas habe ich halt nichts mit zu tun. Aber da sind halt super viele Leute dahinter, die sich wirklich Mühe gegeben haben. Von daher, ich gebe es mit. Ich gebe die Liebe weiter. es gibt kein Ich in dem Wort Team und das war definitiv eine Teamleistung, um mal so eine abgedroschene Floskel zu benutzen. Nein, definitiv. Ich glaube, das Definitiv. könnte von ein paar wenigen Individuen nicht so aufgestellt werden. Das ist wirklich, da hängt wirklich sehr viel Manpower hinter. Ja, es ist Oder eine. Womanpower, sorry. Wir sind genderneutral. Menschpower. Menschpower. Und Wayne, da hören wir ihn auch. Einen wunderschönen guten Abend. Wayne, vielen, vielen Dank, dass du deine Freizeit sozusagen heute opferst, bei uns so vorbeischaust. Und war witzig, weil ich habe dich angeschrieben und so, ja, ich weiß, ihr habt so viel zu tun. Ich frage mal nur so an, ich weiß, es wird wahrscheinlich nichts, weil ihr seid so dicke drin. Und dann, ja doch, für eine Stunde, komm, das geht. Und ich bringe noch jemanden mit. Ich so, was? Das war schon wieder das nächste Event. Also vielen, vielen Dank nochmal, dass das geklappt hat. Richtig cool. Ich kann sagen, ich bin es als Arbeitszeit deklarieren. Ne? Ich bin auch im Büro. Ich habe auch im Anschluss noch 2 Meetings. Also Okay. ich habe das nicht gequatscht. Ja, sehr, sehr cool. Aber ich hoffe, dir geht's auch gut, oder? Mir geht's gut. Ich bin zugegebenermaßen ein bisschen erkältet. Also verzeiht mir meine nasale Stimme, verzeiht mir meine Taschentücher. Ach so. Aber ansonsten. Das alles gut. hört Nee, sich also, ziemlich sexy an. Danke. Oh yeah. Das mache ich immer, wenn ich krank bin, dann nehme ich extra noch ein Video auf und da kann man die tiefen Töne etwas besser treffen. Da kriegt man die Witcher-Voice, kriegt man da ziemlich gut hin. Dieses Ja. Fuck. Immer was Ziemlich gut, wenn man so sprechen, erkältet ne? ist. Oh Mann. Und ich darf euch natürlich Jale vorstellen, unseren heutigen Gast. Ein Engländer, ihr kennt ihn mit Sicherheit auch, macht grandiose Sachen und ist natürlich unser Xi'an-Experte. Und nachdem die Gatac Suilen rausgekommen sind, war das natürlich perfekt, hat sich getroffen. Wir wussten ja nicht, dass sie rauskommt, aber sie kam raus und Jale ist da natürlich dicke drin. Deswegen auch ein ziemlich cooles Ding. Richtig cool geworden. Ja. Jogi, haben Sie noch den Xi'an-Namensaufkleber aus Manchester? I know you kept it a few years, but it's a paper sticker. I'm so sorry, mate. I have so much stuff. It's really hard for me to remember who gave me what at this point. Actually, my Yeah. old desk has like similar, like smaller, CIG things flying around here, which I never kind of like sorted through. It's just lots of stuff. So I'm really sorry. I can't really remember. No, it's fine. I was touched when a year after that you sent me a message saying, "Look, I'm on this, and I still have it on my phone." So that's why I was right. asking. This rings a bell. that's- How long is that ago, Yeah. though? I feel it's been a while, right? Well, it was in I gave it to you in Manchester, and then it was like a year after that. Right, I was it was I was 90 touched that you something. remembered that long. You know. Actually, I have a different phone now, so Yeah, exactly. Like if you kept the same phone, that'd be surprising. no, it broke. I got the cheaper one from my brother now. It still holds up. It's not a Nokia 3320 or something like that, but it holds. They're indestructible. They are, and they can power a lot of things forever. Well, I still have like 100 stickers, so we can Send them over. next time. Yeah, next time. Yeah. I need one too. Yeah. Yeah. Oh Mann. Ja, wir waren jetzt vorher gerade hier bei der Expo und jeder Gast, der bei uns zu Gast ist, kriegt dieselbe Frage gestellt. Wayne hatte die schon mal vor Jahren. Wir haben natürlich aufgezeichnet, was er damals gesagt hat. Mal schauen, ob er heute noch das Gleiche sagt. Das ist immer schwierig dann. Aber Jogi, auch an dich. Und zwar, wenn du nur ein einziges Schiff haben dürftest in Star Citizen und wirklich nur eins, du darfst kein anderes haben, das ist das eine, mit dem du fliegen darfst, egal ob Konzept oder nicht. Welches Schiff würdest du dir aussuchen? Oh, wenn es heißt das Konzept, darf ich mir auch was ausdenken? Überlege, wenn du jetzt was sagst, was es noch nicht gibt. Ja. Okay, also
Ich persönlich, ich mag immer noch die Hornet sehr, sehr gerne, weil es ein zweisitziger Fighter ist. Aber ich mag den Stil von der F7A halt noch halt viel lieber, weil die halt noch ein bisschen mehr sleekere Lines und sowas hat. Also wenn ich mir was aussuchen könnte, wäre das sowas wie ein Hornet Zweisitzer. Also für die F7A, aber den gibt es leider nicht. Aber das wäre das Ding, was mein Liebstes ist. Ansonsten gehe ich halt bis dahin halt immer zur F7CM, also der normalen Super Hornet. Gute Wahl, definitiv. Also der Fighter. Du brauchst nichts hier, wo du jemanden transportieren kannst. Das muss nicht sein. Das ist Nee, ich mag's ein bisschen flotter, ja. Das ist cool. Ja, mir ist kurz mal das Herz in die Hose gerutscht, weil man verfolgt natürlich so die einschlägigen League-Kanäle und irgendwann mal kam einer um die Ecke von wegen, oh Gott, wir haben eine F7 Mark II. Also wieder, was? Schon wieder das nächste Hype-Event. Was könnte das sein? Und ich war Gott froh, dass es dann wirklich nur die F7A war, weil sonst hätte ich mir die auch kaufen müssen und ich bin wirklich froh um jedes Schiff, dass ich sagen kann, das brauche ich jetzt nicht. Aber die hätte ich dann wahrscheinlich auch gebraucht. Deswegen, Ich habe da auch so ein bisschen den Überblick verloren, welche F7 jetzt was ist, weil haben wir ja schon viele Varianten und ja, ich glaube, die Mark II oder sowas, die war eigentlich. Ich weiß nicht genau, wie es zusammenhängt, aber eins davon war eine Zeit lang, ich glaube, eine spezielle Spot- und 42-Variante oder eine war es fürs PU. Ich fand es relativ verwirrend. Für mich zum Balancen macht es keinen Unterschied, weil die benutzen quasi die gleichen Komponenten oder fast die gleichen Komponenten, haben die gleichen Massen und benutzen halt dementsprechend auch das gleiche Flight-Tuning. Von daher habe ich da nicht so ganz genau in die Unterschiede reingeguckt. Aber ich mag die Hornet. Doch, ist auch bei mir fest reingetackert. Ich habe mir die Heartseeker rausgenommen. Einfach nur wegen diesem World War II-Charme mit den kleinen Strichen an der Seite. Das wäre noch ein cooles Feature, wenn die dann sich wirklich sozusagen fortsetzen. Je nachdem, wie viele Kills. Bei mir würden die wahrscheinlich rückwärts laufen. Ich hätte dann Minus vorne dran stehen, wie viel ich verloren habe. Aber Ich würde sagen, was hätten die, wenn du explodierst? genau. Also ich hätte dann wahrscheinlich vielleicht mal 1 oder 2 bis zum nächsten Crash. Aber immerhin, ein definitiv cooles Schiff, die Hornet. Du kannst ja PvE spielen. Ich bin sowieso eher im PvE unterwegs. Wir hatten letztens mal einen PvP-Stream und dann haben mich die PvP-Spieler haben mir mal erklärt, wie eine Fassrolle geht, wie man richtig fliegt und dass ich übelst vermöbelt wurde, das war klar. Aber ich habe echt was gelernt daraus. Das war echt cool. Deswegen Hut ab, weil die kennen sich natürlich etwas tiefer aus. Du bist natürlich der Gottvater des Ganzen, aber du weißt, was man machen muss. Aber das war echt cool zu sehen. Nee. Also wenn du mich in den Kampf mit den PvP-Leuten reinsteckst, da ziehe ich den Kürzeren. Ne? Also ich meine, ich gucke mal das Zeug natürlich an und sowas, ne? Und ich bin im Flight-Tuning und sowas mit drin, aber dieses ganze Muscle Memory und diese ganzen Abläufe so herzustellen und das Zeitinvestment da reinzupacken, um die Sachen richtig fliegen zu lernen und sowas. Also auf dem Niveau, wie das jetzt ein richtiger PvPler macht, das mache ich nicht. Also ich würde relativ viel Dresche bekommen in solchen Gelegenheiten. Deswegen mache ich da nicht mit. Das ist so schön, dass du das sagst. Da kann ich jetzt sagen, schau, ich bin nicht der Einzige. Danke. Ich gebe da offen zu, ich bin auch nur wegen meinem guten Aussehen immer mit dabei. Schon, oder? Ach gut, wir machen eine eigene Gruppe aus. Wir sind halt die gut Aussehenden. Wir sind einfach dafür da, zu lächeln, winken und wenn es dann halt jemand gibt, der explodieren muss, dann machen wir das. Aber Wayne, an dich die gleiche Frage. Wenn du nur ein Schiff haben dürftest, was wäre dein Schiff? Und bedenke, ich habe dich das schon mal gefragt und wir werden recherchieren, was du damals gesagt hast. Ja, wenn ich mich immer merken würde, was ich sage, ne? Also, absolutes Lieblingsschiff bleibt bei mir die Hornet. Habe ich mich damals absolut verknallt drin. Der Trailer, den schaue ich mir immer noch gerne an. Oh ja. Ich immer noch Gänsehaut. Absolut grandios. Klar, du hast auch mit der Super Hornet einen Zweisitzer. Ich gebe ja zu, mich lacht jetzt auch irgendwie so eine F8 an. Will ich gar nicht irgendwie wieder irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Aber ich würde mit der Hornet gehen. Und wenn ich eine zweite Wahl hätte, weil ich irgendwie doch mit Freunden spiele, glaube ich, wäre ich so in die Carrack-Richtung unterwegs. Also die packe ich auch tatsächlich oft abends aus, wenn wir einfach gemeinsam zocken. Also Hornet und wenn es mit Freunden unterwegs ist, die Carrack. Ich glaube, das ist sogar das, was du letztes Mal gesagt hast. Ich bin halt auch ein Envel-Fanboy, ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Ich verliere auch immer, wenn irgendwie
der John Crew mit einem Anvil-Schiff im Weg. Ja, das ist immer, wenn du eine Neuankündigung von einem Schiff siehst und die ist von dem Hersteller, wo du weißt, oh nein, bitte lass es irgendwas sein, was ich gar nicht brauche. Irgendwie so, die Cut ist purple oder sowas, die brauche ich nicht. Oder irgend sowas, aber wenn es dann was ist, wie zum Beispiel jetzt bei der ZEUS, wo die rausgekommen ist, ich habe den ersten 2-3 Sekunden vom Trailer gesehen, dachte mir, okay, es ist eigentlich egal, was jetzt da kommt, ich will das haben. Und während dem Stream haben wir es dann noch schnell eingepackt, damit wir es angucken konnten. Und ja, das ist, macht dir schon gut. Also, ich kenne das. Gut ab. Mein Bruder zum Beispiel ist ein totaler Alien-Schiff-Fan. Der versucht immer irgendwie bei mir zu bohren, was an Alien-Schiffen in der Pipeline ist. Und ist dann immer enttäuscht, weil ich sage, ich kann es dir nicht sagen. Obwohl bei der ZEUS muss ich sagen, ich habe mit Jale vorher auch schon mal gesprochen, der hat ja da die Insights rausgeforscht. Das war echt interessant, das erste Mal da einzusteigen, das erste Mal damit zu fliegen. Und dieses Umdenken, du bist es jetzt gewohnt seit Jahren, du machst es bei jedem Schiff gleich, sozusagen ist wurscht, wie du einsteigst in welches Schiff, die fahren sich alle gleich, fliegen sie alle gleich. Und dann das erste Mal umdenken, hast du gesehen, wie so eine Kleinigkeit viele Sachen einfach mal über den Haufen werfen kann, wo du denkst, das kannst du. Und ich habe dann nur die Landeversuche gezeigt, die funktioniert haben, nicht da, wo ich was kaputt gemacht habe. Ich wollte gerade sagen, ne, ein- und ausfliegen in oder aus einem Hangar ist im Moment noch Ist schön anzusehen. Kann spannend sein. Man stellt sich am besten irgendwo hin und beobachtet nur die Leute, die versuchen gerade auszuparken. Ist super. Das ist wie so im Café sitzen und die Leute einfach zu beobachten, die durch die Gegend laufen. Macht gerade auch Spaß, ja. Definitiv. I need to translate the Xi'an for skill issue. Oh, believe me, I'm totally lost when it comes to our alien language. It's just, yeah, gibberish. I don't understand the jingle word, but I think it's so cool if you can speak and understand it. And I'm always try to convince myself to find the time to learn at least one of these languages, but I'm not sure which one. I mean, I would always say Xi'an, but I think their function is for the people who don't speak them. I kind of came to doing these kind of things because I played a game. It was actually Morrowind for a year before I realized that the town names and the signs were in a fictional language, and then I was like, wow, I've been experiencing this all this time without knowing it, and that meant something to me. So I think they're there for people who don't understand them. I mean, you know, I'm totally into all that good old pen paper role-playing games and live-action role-playing game and all that stuff, and I know so many people that actually speak Elvish and whatever, and language of orcs and whatever. It's super cool because, as you said, it adds another layer on top of it. I think like details like that are the things that bring these things or make these things really alive. Like it obviously like a sign in a different language that you can't understand. Like a lot of people would say has absolutely no gameplay value, and yeah, for the game mechanics it doesn't, right? But for the world building, it's incredibly important. Yeah, I think it's important. Just as saying an environment looking scary or luxurious, these are all colors for your brush. You know, when you are making something like this. Yeah. Das finde ich auch eine der größten Stärken oder die größte Stärke. Also damit catcht es eigentlich viele Leute, die alle möglichen Spiele schon gesehen haben. Aber wenn du in Star Citizen mal in ein Schiff einsteigst oder in ein größeres Schiff, dieses Drumherum, dieses Gefühl, dass du wirklich in so einem Schiff drin bist und eben nicht nur in einem Cockpit sitzt und dann irgendwas steuerst, was groß aussieht, sondern es fühlt sich so an, du hast dieses Gefühl, du musst erstmal eben ins Cockpit laufen, damit du da mal reinkommst, und auch die ganzen Details, die eben damit zusammenhängen. Das ist, glaube ich, die größte Stärke. Also das ist immer so der Wow-Effekt, wenn jemand sich das anschaut und sagt, okay, das hat ihn gekriegt. Für mich war es das auch so. Dieses Gefühl, du steigst ein, kannst aber auch aussteigen, in der Schwerelosigkeit zu jemand anders drüber schweben, da wieder einsteigen, das sieht komplett anders aus, hast einen komplett anderen Eindruck von dem Ganzen und fliegst einfach weiter, so dieses Glaubwürdige. Und das ist halt jetzt auch der Inbegriff sozusagen mit der Expo. Wo gibt es ein Spiel, wo du im Spiel eine Expo hast für Schiffe, die du dann da wieder dir anschauen kannst, wo du reingehen kannst, danach ausleihen, selber damit rumfliegen, und wo gibt's das? Also dieses Nachvollziehbare, ich nehme das Ganze oder ich nehme das Spiel, nimmt sich selber ernst, das finde ich ziemlich cool. Also das ist so ein Aspekt, der mich total gecatcht hat.
Sonst hast du halt dann so ein durchscrollbares, wo du deine Schiffe siehst, klickst du drauf, dann hüpfst du da rein, bist drin. Und hier hast du dieses Nachvollziehbare. Was manchmal hart sein kann, wenn die Aufzüge nicht gehen und du nicht zu deinem Schiff kommst, okay. Aber trotzdem, dieses Nachvollziehbare ist, finde ich, für mich die größte Stärke. Ja, wir haben schon viele lustige Bugs und Probleme auf der IE und Invictus Launchweek erlebt. Ich habe gerade eben noch mit einem der Coder gesprochen, der hat gemeint, er hat gerade einen Server-Deadlock-Bug irgendwie gefixt. Einfach weil der Server im Hintergrund unsichtbar für den Spieler Unmengen an Burritos gespawnt hat auf dem IE-Gelände und Leute sind damit kollidiert irgendwie. Also. Aber das ist cool. Mega. Jale, wo bist denn du gerade unterwegs? Sorry? Where are you? I lost you. Oh, I think I I lost was you. just behind you. Ah, I was just behind you. Beneath the 890 jump. It's so huge. Seid ihr auch Ja. im Spiel? Wollt ihr auch kommen? Oder was wir nachher auch machen wollten? Ich Wir bin wollten gerade noch. auf den Server drauf. Tipptopp. Was wir nachher vielleicht Ja, auch warte machen mal, wollten, noch ein Team-Tank-Battle. Das können wir machen. Das ist ja gerade, läuft ja gerade noch. Und wir wollten unbedingt noch das Team-Tank-Battle spielen, solange es noch gibt. Deswegen, wenn ihr Bock habt, machen wir eine Runde Team-Tank-Battle. Ja, wir können auf jeden Fall auf die IE, wir kommen mal dazu. Ich Ja. weiß nicht, ob wir für das Team Tank Battle heute genug Zeit haben. Du, kein Ding, aber kein Ding. Es wird auf jeden Fall noch Gelegenheit geben, Klar. auch auf mich Ich im muss Team gerade erstmal Tank gucken, ich Battle auf den irgendwie gleichen zu Server schließen. kommen. Da stand gerade noch 3 Es war Slots voll. 98, ne? Irgendwie. Ja, Kann- als ich eigentlich geklickt habe, war 97. Mal gucken, was jetzt passiert. Du musst einfach den Karolinger mit deinen Dev Commands kicken und dann hast Genau, du Platz. plupp, Platz. Das Ich glaub, das wenn wir passiert uns öfter. Ich glaube, wenn wir uns vorher in eine Group reinpacken, dann ist es, glaube ich, leichter zu spawnen zusammen. Schauen wir mal. Ich lade mal Wayne ein in die Party und dann gebe ich dir den Lead und dann kannst du Jogi einladen. Immer so ein Reihumverfahren. Mein Dev-Rechner ist nicht die beste Kiste. Eieieiei. Uff, was habe ich hier? 20 Frames? So. Ja, ein weiteres Thema, was natürlich auch hohe Wellen geschlagen hat, war die Goldtickets, die Jagd auf die Goldtickets und die F8. Das war ja auch so ein Ding, ich konnte es am Anfang gar nicht glauben. Wie? Wir können die F8 fliegen. Und dann gespawnt, reingesessen, losgeflogen. Das geht wirklich. Du kannst wirklich die F8 fliegen. War, glaube ich, eine der witzigsten Gameplay-Geschichten, die wir die letzte Zeit hatten. Die Jagd nach den F8, nach den Goldtickets. So viele Leute, die nur auf der Jagd nach Kisten waren, das war echt Wahnsinn. Das war doch schlimmer als zu Luminalia, wenn die Geschenkpäckchen irgendwo rumliegen. Jeder ist nur durch die Gegend gerannt und hat versucht, ein Goldticket abzugreifen. Genial. Wirklich cool. Ich hoffe, wir sehen ja mehr davon. Also ich sag ja mal auch gerade für uns auf Dev-Seiten, das war halt natürlich auch absolut die Gaudi, endlich mal ne, mit dem Team ins Spiel zu bringen und auch irgendwie um was zu kämpfen, was jeder haben will. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, es gibt ein paar ganz, ganz fantastische Ja. Clips teilweise, ne? Wie Bayor the Rat, glaube ich, Premiere, einen Spieler irgendwie mit der Idris Railgun irgendwie aus dem Jäger boostet gelungen. Und das Riole war halt einfach fantastisch, wenn die zusammen gezockt haben. Ja, da gab es einen Clip, gab es auch noch, da ist ein Spieler zwischenrein, der war alleine, da war ein Riesengefecht und der ist einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort gegangen, konnte das Ding dann looten, ist abgehauen und hat dann das Platinum-Ticket eingelöst und hat dann gesagt, okay, also man muss keine 50 Freunde haben, das geht auch allein. Und ich habe mir den Clip dann auch angeschaut. Ein Riesenchaos, ein Riesen-Tohuwabohu und er ganz entspannt da rein, hat sich das Ding geholt und war weg. Also echt genial. So geht das. Ich bekomme gerade einen Incoming Call. Ist das von einem von euch? Nee, von uns ist nicht. Okay, dann ruft mich gerade jemand an. So, Christa, lass mal kurz hier. Du hast mich schon eingeladen. Ja, ich habe dich eingeladen. Ah, da ist das. Da ist Ünweit, ne? Mit Ü nennt man den an, falls Der du es Ünweit. haben solltest. Okay, lass mal gucken, ob ich jetzt einen Marker für dich habe. Warte mal, angenommen habe ich. So, das kann ich jetzt irgendwo hier sehen. Ich müsste dich irgendwo hier sehen können, ne? Ach, ist ewig da. Ah, da bist du da vorne. Da stehst du. Juhu! Hinter dir. Ja, da ist er. Ah, sorry, ich war vorher nicht einkaufen. Ich habe einfach mein Standardzeug an. Du siehst aber echt fresh aus. Ja, du siehst aber auch wunderschön aus in Standardkleidung. Da bin ich jetzt gespannt. Ihr stapelt hoch. Jetzt müsst ihr auch liefern. Wenn der so Ja. schick, wahrscheinlich kommt der nackt. Ich habe noch nicht geguckt. Ne, bin nicht nackt. aber Ich habe eine hübsche Haube auf. Das ist das Wichtigste. Egal was man drunter trägt, wenn die Haube passt, dann ist das okay.
Ich dachte, man muss dann Essen mitbringen immer. Wie war das eigentlich für euch? Das ist mir als erstes gekommen, wo ich die Präsentation gesehen habe zur CitizenCon. Ihr wusstet ja, was kommt. Aber ihr konntet nichts sagen. Und also mich würde es wahrscheinlich zerreißen. Du weißt, was da kommt. Und du weißt, dass es denen gefallen wird, was du kommst, aber du kannst nichts sagen. Wie geht man damit um? Habt ihr da so Selbsthilfegruppen oder? Also ich hatte hauptsächlich Bammel, ob das jemandem gefällt. Von daher habe ich das spezielle Problem nicht gehabt. Ja, ich glaube, das darf man gar nicht unterschätzen. Also als die Trailer zum Beispiel fertig waren, hatten wir dann auch Sachen, ne, dass man halt mal uns Community Manager in einen Meetingraum geschickt hat und hat alle Rollläden runtergemacht, dass es auch ja keiner sieht, ne? Und hat uns das dann angucken lassen. Und als wir gesagt haben, oh, jetzt haben wir Gänsehaut, oder ab dem Moment, wo wir einfach nur noch geschrien haben wie die Idioten, wussten dann auch wiederum die Leute, die mal erstes Feedback haben wollten, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Trotzdem ist da auch unglaublich viel Anspannung und Nervosität, ne? Weil du hast natürlich immer Angst davor, dass du Sachen ewig anguckst, denkst, es ist toll. Und dann, keine Ahnung, mag es niemand. Du kennst das vielleicht irgendwie selber, wenn du irgendwie was machst. Ja. Du willst jemanden überraschen und denkst, das ist was ganz Tolles Ja, gemacht. Und dann ja, guckt dich ja. ein bisschen kritisch an. Ja. Also das ist natürlich irgendwie, wo wir dann auch deswegen auch versuchen, teilweise uns so ein bisschen aufzuteilen und uns auch im Team nochmal so Feedback zu holen, wo halt eben jemand nicht in dem Prozess involviert war. Ne? Oh je. Ich glaube, da sind natürlich auch wir Community Manager immer ein guter Ansprechpunkt, weil wir natürlich irgendwie, ja, ich sag mal so, der Zwischenschritt noch zwischen Vollentwickler und Spieler irgendwo sind. Aber ja, das ist natürlich dann immer so ein Ding. Und auch ganz am Anfang, wenn erstmal du in so einer Brainstorming-Phase bist und sagst, okay, über was wollen wir sprechen, wo wollen wir ein Highlight drauflegen, wollen wir das highlighten oder das highlighten oder das highlighten, ne? Und dann kommt noch jemand mit einer ganz anderen Idee zurück. Und dann gab es schon irgendwie so die ersten Drafts, wo man gesagt hat, okay, das könnten Themen sein, zack, 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 zack. Und dann musst du halt höflich ehrlich sein und sagen, ja, das ist aber jetzt, das reißt mich nicht vom Hocker, ne? So. Und ich würde gerne mehr in der Richtung irgendwie vielleicht einen Fokus legen. Und dann kommt das so Stück für Stück zusammen. Aber du bist halt einfach unglaublich nervös. Und ich glaube, Jogi und ich, wir standen am Ende beim letzten Abschlussvideo, standen Jogi und ich ganz, ganz hinten zusammen und haben uns umarmt. Und ich hatte definitiv auch so ein bisschen Pipi in den Augen, aber gerade vielleicht nicht mehr wegen dem, was ich gesehen habe, sondern einfach wegen den Reaktionen von den Leuten. Also das ist so eine Belohnung für jeden, der da so lange dran arbeitet, weil ihr müsst ja überlegen, wir fangen ja, ne, wir reden ja jetzt schon irgendwie über Sachen, die im nächsten Jahr irgendwie stattfinden. Und dann baut sich Druck über die Zeit natürlich auf, irgendwie, dass man was Gutes abliefern will und Nervosität, ob es allen gefällt. Aber auch Freude es Leuten zu zeigen. Und naja, dass wir nicht über Geheimnisse reden dürfen, da sind wir ja ein bisschen gewohnt. Da seid ihr Profis drin und ihr macht es auch echt gut. Ihr macht es echt gut. Schlimm ist es halt wirklich, wenn ein guter Freund von dir zu dir kommt und sagt, ich bin gerade genervt, irgendwie, es kommt nichts, es tut sich nichts. Und du weißt halt, was irgendwie, ne, in 6 Wochen vom Stapel rollt. Hold the line, hold the line. Genau. Aber Hold the line, wir hatten so Ohrwürmer davon, ne? Also wir haben, ich weiß nicht, wir haben es glaube ich sogar irgendwo auf Twitter, also X heißt es ja jetzt irgendwie, ja, auch nicht, auf einem Account irgendwie gepostet, wo wir dann in LA schon im Meeting rumsitzen und Hold the line singen. Ja, ich fand's cool. Also ich hab's verknüpft mit Game of Thrones. Mit Hold the door, hold the door. Und so habe ich es verknüpft und dann kam das und dann, ich musste direkt dran denken und ich dachte, es passt, super. Die alle hier zurückhalten und die Tür halten, die Stellung halten, war richtig, richtig geil. Ja, aber das, also, wie gesagt, für mich wäre das die Hölle. Wenn ich da wüsste, was kommt und du darfst jetzt nicht sagen, diese Vorfreude oder diese, wie du sagst, auch diese Anspannung, das ist, und dann geht diese Bombe los und du kannst nur hoffen, okay, war das jetzt gut? War das nicht? Oder wo kommt der Punkt, wenn du sagst, okay, die in der Halle, die sind total abgegangen, aber wie sehen es die anderen? Wie sieht es der Rest? Wo war der Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, das hat eingeschlagen? Das war definitiv nicht nur positiv, sondern das war ein richtiger Punkt. Also da muss ich ja sagen,
hatte ja, also ich saß ja, ihr habt ja vielleicht das Inside Star Citizen hier After Citizen Con gesehen, was Jale gemacht hatte. Dieses Command Center, wo man nicht rein darf, da saß ich halt zum Beispiel eben unter anderem immer drin. Das heißt, wir waren so in einem Stockwerk, was quasi unter der Decke war und hatten dann eben Fenster, die von oben in den großen Auditoriumssaal reingucken konnten und saßen da alle mit unseren Laptops und Maschinen und waren halt die ganze Zeit eben am Twitch-Streamer mitgucken, am Social Media checken, gleichzeitig aber auch irgendwie versuchen, die Hallenreaktionen zu fangen. Ich glaube, also es war relativ schnell für uns klar, dass wir auf dem richtigen Weg sind, als wir so die ersten Reaktionen gesehen haben. Aber was wirklich auch geholfen hat, waren einfach Unmengen an WhatsApp irgendwie von Freunden und Bekannten, die geschrieben haben, yo, was habt ihr da vom Stapel gelassen? Das ist ja mal einfach richtig gut. Und wir sind einfach wirklich happy, dass es eingefallen hat. Definitiv. Also ich habe es bis jetzt auch noch keine Stimme gehört, die gesagt, boah, war das langweilig. Das gab es definitiv nicht. Ich meine, wir sind im Internet, du wirst immer irgendjemanden finden, aber ja, klar, ich denke so, aber die Mehrheit. Ja. Also ganz ehrliches Feedback, das war, glaube ich, ein riesen Wendepunkt oder ein Riesenpunkt, wo jetzt auch die komplette Wahrnehmung sich jetzt mal komplett gewandelt hat von diesem dauernden, ach ja, wird doch eh nicht fertig, dauert schon zu lange, zu diesem, wow, wird vielleicht doch fertig. Ich fand es ganz witzig, also persönlich bei einigen, wo du halt immer so liest über die Jahre, wo halt immer die gleichen Artikel kommen und auf einmal geht es in die komplett andere Richtung. Ja, was ist denn da passiert? Das war so der Punkt, wo ich lachen musste. Und also, wie gesagt, ich hatte keine Stimme von jemand, wo ich jetzt sagen würde, die ist glaubhaft, die sagte, das war nichts. Oder ja, aber ich meine, du sprichst da einen guten Punkt halt an. Das ist auch was uns halt dann immer wieder klar wird oder auch immer klar ist, aber in so Momenten halt einfach nochmal ganz klar wird. Es ist nicht selbstverständlich, eine Spielerschaft zu haben, eine Community zu haben, die dir auch so einen Vertrauensvorschuss erstmal gibt. Ne? Ja. Und das ist einfach was, wo wir eigentlich jeden Tag immer wieder Danke sagen müssen. Und auch in diesem Sinne hier nochmal Danke sagen. Weil ihr gebt uns halt die Zeit, an Sachen zu arbeiten, die man sonst nicht machen könnte, die viele Leute vielleicht gerne machen würden, aber wo halt die Strukturen eben so eingefahren sind, dass es nicht machbar ist. Und dass wir hier bei CIG immer noch mit diesem Entdeckergeist, mit dieser nicht abgestorbenen, immer noch, ich will schon fast sagen, jugendlichen, kindlichen Neugier und Freude irgendwie an auch neue Ideen rangehen und uns irgendwie Aufgaben stellen, wo erstmal gesagt wird, oh, das ist doch gar nicht machbar oder das ist kompliziert. Und wir können das immer noch machen, obwohl wir jetzt schon ein paar Jahre dabei sind, obwohl wir eine gewisse Größe erreicht haben, obwohl wir jetzt irgendwie nicht mehr 10 Leute sind, sondern Studios über die ganze Welt verteilt und viele, viele Leute. Also danke. Das ist einfach eine wunderschöne Sache. Nee, also das kann ich nur bestätigen und auch zurückgeben. Also das ist ja nicht so, dass du sagst, das ist jetzt das ist eher nicht nur ein Spiel oder ein kommendes Spiel, sondern das ist so ein ja, mehr als ein Hobby, das ist so eine Einstellungsgeschichte. Also viele, die lange dabei sind, sagen, du, wir sind jetzt schon so lange dabei, wir bleiben auch lange dabei, weil das halt einfach so was ist, was dauerhaft da ist. Das ist nicht so was kommt und geht, wie das nächste AAA-Titel, das nächste Cyberpunk, das spielt man da mal durch, danach ist es gut, dann wartet es aufs nächste, sondern das ist einfach was du dauerhaft begleiten kannst. Und das finde ich ist auch der coole Aspekt daran. Dieses schon seit ewigen Zeiten zu verfolgen, wie es weitergeht, das mitzuerleben, die Hochs wie auch Tiefs, über die Hochs freut man sich mehr als über die Tiefs, immer klar. Aber trotzdem, und das ist ja dieses Star Citizen, was auch die Community ausmacht. Wir hatten am Wochenende den Bar Citizen in Ulm und da trifft man halt auch Leute, die schon seit Jahren dabei sind. Und alle verbindet so dieses Gleiche, obwohl es grundverschiedene Menschen sind, aber alle verbindet das Gleiche und alle haben so diesen gleichen Flow. Du verstehst dich mit den Leuten, obwohl es komplett unterschiedliche Leute sind, aber jeder hat so dieses gleiche Denken. Ja. Ja, das ist ja auch irgendwie, ich merke das ja selber, ne? Ich spiele ja auch irgendwie in einer größeren Clique, Freundeskreis, plus Leute, die über die Jahre dazugekommen sind. Ihr kennt das ja selber alle. Und es ist eine der schönsten Sachen einfach irgendwie zu sagen, ich habe ein gemeinsames Hobby, wo ich mit Menschen irgendwie jeden Couleurs irgendwie zusammenzocke, ne? Also die auch alle einen ganz anderen beruflichen Hintergrund mitbringen. Da ist irgendwie einer ist Arzt, der nächste ist irgendwie Ingenieur, der nächste ist in der Krankenpflege zuständig und da kommen ja auch ganz tolle Gespräche irgendwie zustande, auch neben dem Zocken einfach mal, wo ich immer wieder, das bereichert meinen Horizont ungemein und man tauscht sich aus und
ich denke, also mir persönlich macht Star Citizen auch nochmal halt 10-mal mehr Spaß, wenn ich es halt einfach mit Leuten zusammenspiele. Und ich kann halt einfach wirklich jedem empfehlen, der da draußen ist und noch alleine durchs Verse fliegt, sucht euch mal einen Co-Piloten oder eine kleine Crew. Ja. Habt mal Spaß zusammen, weil das ist einfach belohnt. Ja. Und vor allem diese Wow-Effekte kommen deutlich häufiger, weil wenn du es alleine erlebst, dann kommst du zweimal an diese Wow-Effekte, dass du sagst, was, das geht oder das kann man machen, das funktioniert. Und Ich wenn habe du immer so jemanden, diese, wow, was hat er jetzt wieder gemacht? ja, genau. Oder was tun wir hier gerade? Oder mein Gott, ich habe einen Fehler, ich bin hier gerade aus dem Schiff rausgelaufen und ich schwebe hier. Das gehört dazu. Also diese Wow-Effekte kannst du triggern. Das finde ich auch immer das Coole, wenn du jemanden mit dabei hast, jemand Neuem, und du machst mit dem was, wo du genau weißt, damals, als ich das gemacht habe, hat mich das richtig geflasht, und nimmst ihn mit und flasht die dann sozusagen auf Kommando. Das macht einfach Spaß. Das ist richtig cool. So, Jale, your favorite origin ship. What would you pick? 400i. It's my favorite single ship because it's the best ship you can solo. Let's say. I can't disagree. I just love the style of that ship. This, I don't know, super sharp nose tip. This hook form, I really like it. Yeah, no, it's the best. It's so easy to forget how big these things are. Yeah, quite. That's a small one here. Yeah, so my favorite ship is still the 300i. It's not because of the ship, but because of the trailer, which has the most beautiful music I've ever heard in a Star Citizen trailer. Actually, I talked with Pedro a while ago about this, and he was, let's say, he was honored because it was an important piece of music for him, and I still sometimes just like put up the extended trailer of the 300i on because the music is so great. Somebody I know has been trying to reverse engineer transcribe the music from the I Held the Line trailer with the bagpipes or synth or whatever it is, because it's nice. just so evocative, so perfect for that scene to see the Navy and the bagpipes come in. Yeah, I mean that was honestly my second. Oh no, I had the goosebumps when I watched the trailer for the very first time, just seeing the Hornets flying through the asteroids, you know. But the bagpipe, that they really hit me. They were like a truck coming from behind, which I didn't expect. Yeah, for me also, I didn't expect the bagpipes, and I had this Dune moment. So the last Dune movie from 2021 also has these bagpipes in this battle scene, and it was also an epic moment. And together with the Star Citizen vibe, also with the bagpipe sound, it was incredible, awesome. Do we have kills already in the game? For bagpipes? and all? No kills yet. Ah, Maybe the Banu will sell us some kilts. I don't know. So, we are all here. okay, what do we do now? I can jump. I think we go to the other hall because there are the 300i models and 400i. And before you came, we talked about the 300i series, and it was my initial pledge. 2013-12. First the Aurora, after then the 300i, and yeah, this ship is still in my hangar because there are so many memories with it. Also with the Aurora, there are better ships, yeah, but it's the memories, and for this long time I think is still in my hangar and will be for every time. I think my very first pledge, to be totally honest, was in March 2013, and I think it was military paint for our starter ship for the Aurora. So you bought the paint before the ship? Yeah, I just started with the paint. You know, I had heard about Star Citizen. I was on all the email newsletters and everything, but I didn't find the time to really deep dive into it. And then at some point, I thought, okay, come on, secure at least
your account and here, buy something, pledge $5 because I thought it looked like a cool project, and then it took me another few months to really go crazy and dive really deeply into it. And now you think I get told lost that. into it. Yeah, now I work here. I've been talking to people how much. Sorry. I was going to say, I've been talking to people how much these like little cargo and mining dioramas have made them feel like this is more like a real event. It really adds a lot to the vibe. Yeah, and nice that you mentioned it because we are currently in the process of tracking all your feedback, and I just spoke with Freya today, who's as we speak writing the report for today, and I said, hey, yeah, I received so much positive feedback on all these dioramas. Mention it, because then we know, hey, people like them. The people that work on them know that their work is appreciated, and maybe we can continue doing these and bring more. I was just thinking whether or not I'm allowed to actually go up here if somebody comes by and tells me to not dump on the exhibits. Yeah, can we get up on that crate? I wonder. Yeah, come on, let's try. Let's try. So, Fly! So how? Oh. So do you do a pretty extensive feedback process after IAE, or is it kind of continuous? It is continuous. I mean, we that's part of our jobs as community managers as well. Constantly, not only letting you folks things know that the company wants you to know, but also reading, watching, and then compiling feedback. So that at the end, someone like Chris, for example, has a report that can actually read and see, okay, this is a hot topic, this is important, and I mean, we have feedback, and sometimes Jogi knows that a lot. Sometimes I call him directly and say, hey, I found that, and here's some interesting ideas from players, and what do you think? Or just could you consider this? This could be a big wish. And then Jogi says, yeah, thank you, of course. yeah, quite often it's actually, oh yeah, it's already almost done, but maybe for in Q2 or something like that. That's sometimes a little bit frustrating because we have like these priorities of things we have to do first. Sometimes we kind of like push in smaller features. For example, I don't know, something like small, like keybind exchange or something like that is usually easy. But quite often I have to say, sorry, Chris, later. We know about the problem, but X or Y is more important for now. But it's super helpful because like having all that feedback, having ICs, also seeing what people post on Spectrum, usually helps us to realign what kind of priorities we should like prefer over or how we align our priorities over time. Yeah, and then if we have a big event like IAE, I mean, so the feedback that we constantly gather, it also touches on IAE, but then we also have a dedicated after IAE report, so like when IAE is over, and we keep track of everything that not everything, but most of the stuff that is being said or written, and then we take another week, and look at all the things that were written afterwards, and then compile it into one big report and go into all the details. And it's not only what people said, but it's also a lot of metrics as well. So yeah, it's always very interesting when the feedback does not align with metrics or the other way around. It's like sometimes they're like interesting discussions. It also like sometimes points out that our metrics don't always work in all cases. We had cases, for example, where the kill events, like when a player dies or a ship blows up, wasn't triggering the right data. So we got like really weird kill times for some ships, and then it kind of like says, okay, players say that ship is not actually that good. What's going on there? And then we try to drill down and figure out if anything is okay with analytics. So yeah, it's interesting, but like in general, what I like about the development of the game is
And what I've seen several times is like you cannot trust your own intuition as a game designer or developer. Sometimes it's like I've seen so many examples where we, as like even the combat group, which is like pretty experienced in terms of like light combat matters, we just tried something out, thought it wouldn't work, and then it suddenly worked. So that's what I like about this process, because like having like this constant process testing with the community and so on, it just makes problems very transparent. I mean, it also has its challenges, but it's just very, I don't know, like you kind of like know that you're doing the right thing if the changes you did actually do something. Yeah. So yeah. Yeah, the transparency that bites both ways. Like, they're going to tell you that they like it or don't like it, and then they're going to carry on telling you that they don't like it, and never shut up about it until it, downside of that. But. Yeah. Do you have in the team Advocatus Diaboli, so someone who is extremely critic, and the next step is extremely critic and say, okay, we need to change this, or we need to fix it, and the whole team says, why? Yes, but I wouldn't say that it's one dedicated person. We sometimes it's me. always finds a negative point or argument or whatsoever. But I think that's super important, because if everybody always says yes, you never come up with good solutions. Yeah, I mean, in general, it's not often that we actually disagree with the community. Like, the challenge from a pure development code point of view is usually that, okay, we know we've slotted it somewhere here, or slotted it somewhere here in the time, but the time to work on this is not yet. So, like for example, like easy example is the missile system, right? Like the missile systems or the gunnery system right now is not really where we want it, and we know we're gonna fix it, but like, even if somebody says, oh, can you please fix that gun, that I'm usually the person that says, sorry, not right now, because we have a whole slew of things coming on, which does not just affect just this gun, but also all the other guns, right? So sometimes it's a little bit hard to push these things away. I do understand the pain, though, like, absolutely. If somebody tells me, oh, I mean, seriously, the Ares, right? Like, it's usually a constant source of or was a constant source of drama in the past. Which I absolutely understand, and but like sometimes it's just not the right point yet to work on that stuff when you exactly know that other stuff needs to come first, or that stuff is already coming in, but later. Yeah. I thought that about a hot topic, the already hot topic over years, the space map. So we all know there is a new space map, a super space map. So I thought it is not the best to fix some bugs at the actual space map when you have another better one already in the pipeline. So we have to deal with the space map actual, and at some point there is the better product coming. So I think a lot of parts you have something what is already in the works or already finished, and it's coming to some point. And for this time you must deal with the actual version. I don't know. We had this. What was it? Bad taste party. We had it in game with many German-speaking content creators in game. Really? And didn't know about that. yeah, it's like some years ago already. I don't know, Caroline, do it again. if you already also attended back then. And they asked, they wanted to see if I know what the community likes and doesn't like, and they asked me like, okay, what is the most hated current feature in the game? And he said the star map, and everyone was like, yeah, right. And I mean, yeah, of course, and it's hard. Even for me, don't think that I'm not sometimes yelling when I'm playing privately with my friends and I struggle with the current star map, we get that. But I never got and an sometimes angry text from you. Huh? Never got an angry text from you though. Ja. Ich glaube, das ist das Allerschlimmste, wenn du selber dabei bist, mit Kumpels unterwegs bist und dann kriegst du es ab, weil du arbeitest da, du bist schuld, du kannst da was machen, du rufst am Montag an und sagst, ihr sollen es fixen. Das ist, glaube ich, echt hart. Das Gefährliche ist, wenn die Leute auch wissen, woran man arbeitet, dann. Das ist doch eine Sache. Ja, aber. Auch. Also,
Ja, aber ja, es ist halt trotzdem ein großes Unternehmen, ne? Also das ist halt, du kannst halt nicht alles sofort rumreißen, ne? Also gerade, Klar. also wenn man sich mal die Schiffe, weißt du was, ich mache jetzt mal was Lustiges hier. Ich gucke jetzt mal einfach, wie viele Flight Controller wir im Spiel haben. Also wie viele Stück Tuning Records. Das ist nämlich auch schon mal so interessant, weil manchmal vergisst man halt, wie viel Content das Spiel einfach schon hat und dann musst du irgendwie dafür argumentieren, dass du teilweise einen Pass machen musst, aber dadurch, dass es ein Multiplayer-Spiel ist, kannst du ja nicht Sachen oft in Isolation ändern, sondern da musst du halt teilweise darauf achten, dass du Sachen nicht kaputt machst oder halt die Sachen, die damit verwandt sind, du auch updatest. Also momentan zum Beispiel Squadron 42 hat insgesamt 321 Flight Tuning Records. Das ist eine Menge. Ne? Da sind auch so Varianten drin, ne? Zum Beispiel, keine Ahnung, eine 350, was weiß ich, eine 325 ist vielleicht ein bisschen schwerer als ein 300 oder so, aber die brauchen dann halt ihre eigenen Flight-Tunings. Ne? Und deswegen kannst du halt nicht immer reingehen und Sachen sofort ändern. Die Sachen müssen halt geplant werden. Also das, was bei mir jetzt zum Beispiel ansteht, ist, zu schauen, dass wir das Weapon-Tuning jetzt irgendwann mal von Squadron rüberkriegen. Aber wir haben auch also unsere Waffen-Records sind auch im dreistelligen Bereich. Das ist halt auch teilweise schwierig zu handeln, weil das große Datenmengen sind. Wenn du dann irgendwie das Tuning nochmal anpassen musst, weil ein neues Feature eingebaut ist, dann kann schon mal ein bisschen Panik manchmal ausbrechen. Aber das gehört halt irgendwie dazu. Ne? Aber das ist halt manchmal nicht leicht zu handeln. Und wenn man dann irgendwie gesagt bekommt, mach das doch mal schnell, das ist halt die Sachen, die schnell gehen, die macht man natürlich schnell. Aber ganz oft also wenn jemand sagt sowas, oh, it's simple, just do that. Oder, also mach das ganz einfach. Ne? Und dann hörst du das Wort einfach, ne? Und du siehst natürlich, ja klar, die Auswirkung ist natürlich einfach, ne? Und ich verstehe das auch, aber der Weg dahin, weißt du, da musst du dann irgendwie, keine Ahnung, 3 Stockwerke runter, 5-mal um den Block gehen und 3-mal durch den Keller und aufs Dach steigen und so, also gefühlt. Das kostet halt alles Zeit. Das ist halt alles, was man halt nicht vergessen darf, das ist alles Engineering-Arbeit. Ne? Also ich rede jetzt auch von Engineering-Arbeit, wenn ich jetzt über die Arbeit von Designern spreche, weil die machen ja auch, die packen ja große mathematische Konstrukte zusammen, um zu gucken, dass die Sachen gut ineinander greifen. Und das ist wirklich schwer teilweise. Das ist halt keine einfache Arbeit. Ja, vor allem, wie du es jetzt vorher so bildlich mit dem Dreimal und dem Block, dann hast du es zwar, aber dann läuft irgendwo im Badezimmer das Wasser. Also da hast du dann wieder irgendwo eine neue Baustelle auf. So Scheiße. Ja, diese Probleme habe ich auch weggelassen. Das kann natürlich auch sein. Ne? Ja. Also da gibt's so ein Meme, wie jemand so eine CSS-Datei macht und also anhand von so Jalousien, wenn die so immer rauf und runter macht und jedes Mal kommen die irgendwie anders raus. Ja. So fühlt man sich manchmal. Ne? Aber gut, das ist halt Teil vom Job halt, ne? Ja, das ist halt ja auch geil. dieses riesige, auch diese Dimension, weil du eben gesagt hast, ihr habt eben so viel an Datenmengen, das ist halt auch wenig vergleichbar. Deswegen fand ich den Trailer für die Star Engine so eindrucksvoll, weil du eben gesehen hast, wo du anfängst, was da alles dranhängt, wo du dann danach rauskommst. Und jeder, der das Spiel halt kennt, der weiß, das ist ja nicht das Einzige, sondern es gibt in zigfacher Ausführung in verschiedenen Varianten und was da alles eigentlich da ist. Und du siehst es immer nur, was da ist, wenn du es halt gerade aktuell machst. Das heißt ja nicht, dass der Rest nicht funktioniert oder dass der Rest nicht gerade benutzt wird. Und dann hast du dann an einem kleinen Punkt irgendein Problem. Aber das ist halt ein kleines. Und das große Ganze ist so riesig geworden schon. Es ist schon schwer, das glaube ich auch bildlich oder grafisch, man hat es im Trailer eben versucht einzufangen, das darzustellen. Was kann man eigentlich oder wie zeigt man das den Leuten, was es alles gibt oder was es überhaupt alles für Möglichkeiten gibt. Und das ist schon so riesig, das ist schon schwer darzustellen. Ja. Wobei da hilft natürlich auch so Content Creator und sowas. Ne? Also wenn man irgendwelche, keine Ahnung, Xenothread-Events oder sowas sieht. Oder, was ich liebe, sind diese ganzen Racing-Events. Ne? Ich habe zwar nie teilgenommen und bin auch nicht da, aber halt, dass Spieler sich selber organisieren, um diese großen Racing-Veranstaltungen zu machen, das finde ich ein Hammer. Ja, ne? Ja, ich meine, du weißt es ja selber. Ich meine, du bist ja einer der Leute, die besonders gerne auch Tutorials machen und Erklärvideos. Wo ich auch immer dankbar bin, wenn jemand sagt, hier guck mal, das Welcome Hub, da brauchen wir neue Tutorials für das Aktuelle, ne? Dann geht man immer auf die Suche und sucht irgendwie was und dann wird man auch hier manchmal fündig. Also das ist ja auch eine Arbeit, ne? Das wäre ja dann auch wieder, ne? Wenn ich dafür dann wieder Leute abzwacke, um Tutorials zu machen, die sie dann auch immer wieder machen können. Also auch da nochmal vielen, vielen Dank für die Mühe, die da reinfließt und die Zeit. Ich finde auch einfach, dass viele Leute aus der Community das auch einfach besser machen können als manche Entwickler, weil also man hat halt manchmal die Entwicklersicht auf das Spiel, ne, und versucht halt
aber vergisst halt, was eigentlich die Experience dann manchmal ist. So dieses Wald vor lauter Bäumen, Wald vor lauter Bäumen nicht sehen Problem. Das habe ich halt auch. Das haben auch andere Entwickler. Ne? Und dann, wenn dann so Community und Content Creator kommen und dann quasi so sagen, hey, das ist das, so funktioniert das solltest du machen. Ne? Und du denkst so, ja. Das ist cool. Das finde ich wahnsinnig cool. Ja, das macht auch Spaß, auch dieses Zusammenarbeiten. Jetzt zum Beispiel, gutes Beispiel, Jale. Pyro was coming out, so all players get into Pyro. And everything was playing and did a lot of stuff. And everyone was made a tutorial about 11 basic tips for Pyro. So, best start for Pyro. And any content creator did a video. And Jale coming up and made a video to how to find secret entrances for Pyro. And I never expected there was a secret entrance in Pyro. So I saw the first video and said, okay, nice, I did not see it. Yeah, I mean, it was said at CitizenCon. I was like, as soon as I hear there's a secret back door to any place, I want to find it. And yeah, they were very satisfying to find, actually. It was a good feeling, and after I saw your video I was trying to find it myself, and I was grateful I had a tutorial that shows me how to find it, because I need some time to figure it out myself. Aber das finde ich eben auch das Coole, was ihr gesagt habt. Du hast auch oft als Content Creator, du machst dann den 20. Einsteiger-Guide über die Jahre und es ändert sich so viel und für dich ist es selbstverständlich und das ist, finde ich, das Coole. Deswegen frage ich immer bei der Community nach, was würdet ihr bei einem Einsteiger-Guide gerne sehen? Und viele Sachen sind für dich total klar. Natürlich drücke ich hier F-Taste und dann komme ich ins Schiff, aber dann kommt mal einer und sagt, der hat gerade angefangen, du, wie komme ich in ins Schiff? Also, F-Taste drücken, ja, genau. Das ist auch für uns auch wir haben ja jetzt hier im Hackzell, wir haben neue Schilder, auch hier jetzt wieder hier auf Microtrack New Babbage eben aufgehangen, damit man den Weg besser findet, etc. pp. Also New Player Experience, das war für uns echt ein bisschen eine Herausforderung, dass man auch mal gesagt hat, hey, können vielleicht mal Leute, die, ne, zum Beispiel hier Lebensgefährten, die kein Star Citizen spielen, aber irgendwie wissen, wie man ein Computerspiel spielt, können die vielleicht mal Star Citizen spielen. Und wir hören einfach mal zu, was denen ihre Probleme sind. Ne? Also wirklich nur mal, was für Fragen werden gestellt, wenn 3 Leute, die noch nie gespielt haben, auf einmal losrennen. Weil, ja, ganz klar, manchmal, wir sind das so gewohnt, ne? Wir sitzen da seit 10 Jahren und drehen uns Kreise und dann sieht man es manchmal einfach nicht. Also wenn es auch so gewachsen ist, so über die Zeit, es kommt immer ein Feature mehr, das ist immer kein Problem, aber für jemand, der dann irgendwann mal einsteigt, der hat dann auf einmal alle Features und dann ist es schwer. Bei mir hat auch Bei mir hat Carolina irgendwann mal angefangen, die streamt ja auch und für sie ist es immer so der Einsteiger-Stream. Sie hatte noch nie was mit Computerspielen groß am Hut und Star Citizen hat sie irgendwann mal interessiert. Dann hat sie angefangen und dann war das der komplette Einsteiger, aber nicht nur für Star Citizen, sondern allgemein für Spiele. Und das war natürlich der absolute Worst Case. Jemand, der noch nie ein Spiel gespielt hat, schon Probleme mit der Maussteuerung hat, der ist dann in ein Schiff gesessen und sollte dann abheben, eine Landefreigabe holen oder eine Startfreigabe in einem Schiff von A nach B fliegen und es war grandios. Es macht immer noch richtig Spaß zuzuschauen. Wir haben ja dann einen Guide an die Hand gegeben, Horistas, der war dann wirklich nur da und hat ihr erklärt, was du tun musst. Und das war aber grandios. Für jeden, der frisch mit Star Citizen angefangen hat, der hat sich dann auch nicht mehr so selber so doof gefühlt. Man fühlt sich ja manchmal so doof. Ja, du spielst das Spiel und denkst dir, oh Gott, wie kann ich denn das nicht schaffen? Da bin ich doof. Und dann sieht man, okay, so geht's anderen auch. Und das war echt cool. Nee, also ganz ehrlich, ich weiß noch, als das erste Mal man fliegen konnte, ne, als das Arena Commander Modul rauskam. Ich hatte damals keinen PC, der das Spiel leisten konnte, aber meine damalige Lebensgefährtin hatte eine entsprechende Maschine. Ich habe gesagt, oh du, kann ich gerade mal irgendwie schnell 20 Minuten mal mein Star Citizen mal ausprobieren, ja? Und ich habe nach 10 Minuten ausgemacht, weil ich gar nicht irgendwie damit klarkam, weil ich total lost war. Also das ist ein ganz, ganz klarer Fall, wo wir ja auch zu Recht, auch dank des Feedbacks an alle Leute, die hier zuschauen und spielen und schreiben und machen, ne, gesehen haben, okay, da können wir nachlegen. Da sind wir ja auch gerade dran. Das ist auch cool. Also ihr könnt euch da gerne Zeit lassen mit diesen Tutorials für Einsteiger.
gar kein Problem. Und wir übernehmen das gerne noch. Gerne, mach mal weiter. Super. Ja, aber ich gucke gerade auf die Uhr, wir müssen auch demnächst ins nächste Meeting Gar springen. kein Stress. Aber um das nochmal zum Abschluss zu sagen, irgendwie, das war ja auch, denke ich, eine ganz, ganz gute und richtige Entscheidung, am Anfang der CitizenCon den Star Engine Trailer zu machen, um auch einfach nochmal einem ins Bewusstsein zu rufen, was bietet das Spiel überhaupt schon. Weil ich merke manchmal auch nur, was Star Citizen mir bietet, wenn ich halt mal was anderes spiele und dann merke, das geht ja nicht. Ich meine, ich habe viele andere Spiele, die ich absolut liebe, ja. Nicht falsch verstehen. Aber klar, manchmal bin ich halt an einem Punkt, wo ich sage, cooles Spiel, das andere Spiel, an dem ich irgendwie mitarbeite und mithelfen kann, hat noch ein paar Extras oben drauf. Ja, genauso ging es mir mit Starfield, nur um ein Beispiel zu nennen. Grandioses Spiel, ihr habt massenhaft Spielstunden, super, aber du bist halt bei vielen Stellen, wo ich sage, das geht anders, das weiß ich, das kann man auch anders machen oder das vermisse ich da. Also jedes Spiel hat also sein eigenes Ding, aber du vergleichst natürlich immer und du siehst halt, manche Sachen sind möglich. Die würde ich jetzt hier vielleicht auch gerne haben, aber die gehen halt da nicht. Und deswegen, da sind viele auch, das war so, wir haben uns auch natürlich viel ausgetauscht, viele die gesagt haben, cooles Spiel, macht Spaß, aber wenn du wieder Star Citizen spielst, merkst du, was du auf einmal hast, was du gar nicht wusstest, dass du es vermissen würdest, wenn es nicht mehr geht. Also viele so Sachen, wo du dann erst gemerkt hast, okay, das ist nicht die Selbstverständlichkeit, das ist nicht immer in jedem Spiel funktioniert das so, da hast du diese extrem vielen Freiheiten. Das war so ein Augenöffner, fand ich ganz cool. Ja, aber wie gesagt, auch diese Freiheiten kommen ja auch daher, dass wir diese Freiheiten haben, dass wir eben ohne einen Publisher mit der ganz, ganz tollen Unterstützung von euch allen irgendwie das überhaupt machen können. Ne? Jogi nickt, der weiß, was ich meine. Ich nicke, ja. Nee, also ich muss sagen, die Arbeit an dem Spiel macht einfach. Also ich mache das ja nicht nur aus rein altruistischen Gründen. Also ich bin ja auch ein Bäcker von Spielen und ich möchte natürlich, dass es erfolgreich ist und sowas, ne? Aber das ist ein ziemlicher Luxus als Entwickler, wenn du an einem Spiel arbeiten kannst, was die ganze Zeit weiterentwickelt wird und wo du halt auch die Möglichkeit hast, dann irgendwas zu sehen und zu sagen, das kann man besser machen, ne? Und dann hast du, also ich meine, klar haben wir diesen Release-Druck und sowas manchmal, ne? Und klar ist dahinter auch eine Firma, die halt Geld machen muss und sowas. Aber das ist halt nicht, also ich habe halt an Projekten, also an sogenannten Basket Cases irgendwie gearbeitet, was irgendwie in der Vergangenheit sowas waren wie, ein Publisher möchte ein Spiel, das muss in 3 Jahren fertig sein. Ne? Und das macht man halt bei anderen Firmen so. Und dann macht man die Spiele fertig und schmeißt sie dann halt raus. Und du siehst die als Entwickler nie wieder, obwohl du denkst, da hätte ich noch viel mehr Liebe reinstecken können. Ne? Und das geht halt bei Star Citizen, dass es die ganze Zeit noch weitergeht. Ne? Unabhängig jetzt davon, ob es jetzt die 1.0 ist oder ob es fertig ist oder sowas, ne? Aber halt, also solange Material da ist, wo man noch was besser machen kann und eine Möglichkeit hat, das weiterzumachen, dann, also finde ich schon, dass man das Spiel halt so erweitern kann, dass es halt Spaß machen sucht. Ich plapper gerade zu viel, aber ihr wisst, was ich sagen möchte. Nein, definitiv. Offensichtlich mag ich das Spiel. Nein, also oder auch nochmal auf Englisch, um Jale mitzunehmen. I think the player see this love you put into the game in many small pieces, in big parts, and I think that's the reason why so many people are into the game and for such a long period. When I started, I was 10 years younger and I'm still into the game. And if there was no love and no experience, I say it was a special experience, I'm not here. So I think that's the most people see. Or Jale, I think you're feeling the same. You're all so long years there. Yeah, and I think it's a completely unique experience to see both, to not only have a transparent development cycle, but to see ourselves reflected in the team in a lot of ways with your passion and how we feel. I think that's it. The combination that we have someone who owns the company, I mean Chris, who has love and passion for the game, and players who have love and passion for the game, and developers who have love and passion for the game, and that 3 things coming together maybe creates the magic. Ich denke auch.
Und solange neue Schiffe rauskommen, wo man nicht 3 Minuten nachdenken muss, ob ich das jetzt haben will oder nicht, dann braucht ihr, glaube ich, nie Sorgen machen, ob es das denn weitergeht. Ich denke, da sind wir, glaube ich, schon lange drüber, dass das funktioniert und dass dass man es gerne macht. Man hat ja nie den Druck, weißt du, musst jetzt irgendwo die nächste Münze einschmeißen, damit du weitermachen kannst. Das musst du ja nicht. Das reicht ja, wenn du vor 10 Jahren dann ein Spielpackage hast, kannst du wirklich ohne Kosten ein Spiel 10 Jahre lang spielen. Wo gibt's denn sowas? Gibt's eigentlich gar nicht. Entweder du hast monatliche Gebühren für ein MMO oder du musst regelmäßig ein DLC kaufen. Und hier musst du es nicht, aber du willst es irgendwie, du machst es. Nicht, weil du da unter Druck bist, wenn du sagst, ich finde das Projekt geil, ich mache das gern und ich freue mich drüber. Das ist wie ein kleines Kind. Das ist wie so, ja, ich habe mir was gekauft, was mir gefällt. Deswegen finde ich eine coole Sache. Das verstehe ich. Ja. Aber trotzdem, danke. Ja, vielen Dank. Ohne euch könnten wir den Job nicht machen. Ne? Wir hätten den Job jetzt nicht. Und ihr macht einen guten Job. Wir wollen, dass ihr euren Job behaltet und dass ihr den weitermachen könnt. Also auch von meiner Seite vielen Dank. Also ich sehe mich als sehr, sehr glücklicher Mensch an, weil ich halt auf diese Art und Weise arbeiten kann. Also vielen Dank. Sehr, sehr gern. Und nochmal ein herzliches Danke, dass ihr da wart. Das war eine kurzfristige Überraschung. Mich hat es riesig gefreut. Wie gesagt, ich habe schon geschrieben, heute ist Weihnachten und Silvester zusammen. Ihr beide bei uns, das ist echt genial. Und das auch noch zur Expo. Nach diesen ganzen Highlights, wir sind total gehypt und macht einfach weiter so. Ihr seid echt top. Danke. Grüße natürlich auch an euer Team und ja, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Und stimmt. ich wünsche euch noch ein gutes Meeting. Danke. Habt einen schönen Abend. Danke, dass wir da sein durften. Und wir sehen uns im Dank, Worst, ne? Bis dann. Ciao, ciao. Viel Spaß und wir hören uns. Und Jale, dann machen wir weiter. Jale, we are together and the rest is going and we are staying. Stay alive. Entschuldigung für einen Moment. Meine Katze spreche Xian und sie sagen ja, es ist Xian für einen Befehl. So, einen Moment. I have to feed my cats. They are No saying. problem at all. Also das waren auf jeden Fall gerade Jogi und Wayne von CIG. Sehr, sehr angenehm, sehr cool. Und auch natürlich, ich bin natürlich ein Riesenfan, sonst würde ich wahrscheinlich keinen Star Citizen Content machen. Aber ich hoffe, es kam jetzt nicht so rüber, als ob wir hier alles über den Klee loben, sondern ich glaube, es war ein ehrliches und cooles Gespräch. Und dazu kann man, glaube ich, auch stehen. Nein, war richtig cool und hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und euch hoffentlich auch. Und ich würde sagen, nachdem Jale kurz seine Katzen füttert, würde ich euch zeigen, was es diesen Monat als Giveaway gibt. Und dann sind wir in 4 Minuten wieder da und macht auf jeden Fall mit, haut rein. Gewinnen ist einfach, vor allem bei uns. Deswegen Ausrufezeichen Chips und Ausrufezeichen Ticket, da könnt ihr euch Tickets sichern, denn es gibt nicht nur eine Galaxy, nicht nur eine ZEUS, sondern auch andere Game Packages und grandiose Schiffe für unser Lieblingsspiel. Deswegen, wir sehen uns gleich wieder. Und dann werden wir mit Jale uns nochmal den Jian widmen und nochmal ein Special zur Gataxoilen uns anschauen. Bis gleich. Wanting and waiting, forcibly taken from me. Searching for something, hoping to find that skeleton key. Fighting for freedom, fighting for everything. This road I've been taking is constantly changing, but I want it now. Pressure and patience, try to get over this fear. Focused and steadfast, put aside emotion, not shedding a tear. I cannot shake this feeling. I break down. The more I try to breathe in, I break down. I break down. I break down. While it rains down.
Pressure and patience, try to get over this fear. Focused and steadfast, put aside emotion, not shedding a tear. I cannot shake this feeling. The more I try to breathe in, I break down while it rains down. Wanting and waiting, forcibly taken from me. Searching for something, hoping to find that skeleton key. Fighting for freedom, fighting for everything. This road I've been taking is constantly changing, but I want it now. Pressure and patience, try to get over this fear. Focused and steadfast, put aside emotion, not shedding a tear. Break down. I cannot shake this feeling. I break down. The more I try to breathe in, I break down. I break down. I break down while it rains down. A single texture in the game files. But That one. So, da sind wir wieder. Und wir sind zurück und unsere Gäste, wie gesagt, sind gerade in dieses nächste Meeting gehüpft. Und war eine sehr coole Begegnung, hat uns sehr, sehr gefreut. Und wir haben aber natürlich noch einen weiteren Gast, und zwar Jale. Jale ist natürlich noch da und deswegen schauen wir uns jetzt dann auch mal das aktuellste Video an. Und zwar, das geht um die Jian Language vom Squadron 42. Und da geht es um ein Capital Ship, ein Cargo Ship. Und da hat Jale sehr, sehr viel recherchiert. Deswegen ist es natürlich perfekt, dass wir den ganzen Ansprechpartner da haben. Weil aktuell gibt es das Video natürlich nur auf Englisch und deswegen haben wir den passenden Ansprechpartner da und es ist sehr spannend. Jale, I want to introduce your newest video about the Jian language textures from the Squadron 42 to a Jian capital cargo ship. Yeah, this one's getting into the deep secrets, really. So this is actually looking at, in the game files, there are textures that are written in Xi'an that they're using on the Sealand, but they're only using half of it. So this is what I highlight here. And what does the other half say? What does that tell us about what else they're using this texture for? And it's probably going to be the Squadron 42 capital ship. So we are getting into, like, and here we go, here's the picture of the capital ship from Squadron 42. Also Jale hat natürlich aufgepasst beim Squadron 42 Trailer. Ich muss sagen, mir ist es
erst entgangen und ich habe es erst kapiert, als ich Jales Video gesehen habe. Das ist ein Xi'an Capital Ship, das wir hier im Squadron 42 Trailer sehen. Und er hat eben in den Spieldateien einige Hinweise drauf gefunden und konnte eben jetzt auch schon einiges damit anfangen. Deswegen finde ich das extrem spannend. Und wir gucken mal etwas weiter rein ins Video. You were surprised when you saw the capital ship in the trailer? I was excited. I mean, it's kind of been rumored a long time that there would be this ship, and they've told us in Inside Star Systems that focus on Squadron 42 that we would have this Xi'an cargo ship appear. I was surprised to find that the Sulen has these textures which imply that they're shared with this ship. Yeah. And after the Sulen, I saw your video, and you see the Xi'an design language inside the scenery of the trailer, because now we have the Sulen and have a feeling about this design language. Yeah, I mean, I think Gatak and Alpoa are being developed with. They're trying to make them look like they come from the same species, but not the same factory, and I think they're doing that well. I think with Gatak, I kind of think it like Gatak has the flat of the blade coming at you, and Alpoa has the edge of the blade coming at you. Also er sagt, dass Gatak eher die Vorderseite eben von diesen Flügeln oder von diesen Auslegern hat, und bei Alpoa haben wir es gedreht, also da ist es dann eher kantiger. Das sieht man bei der Cartual wie auch bei der Santokai, und eben bei den Gatak-Schiffen ist es anders. Also kleine Designunterschiede, allerdings alles Xi'an. It's pretty cool. Where you have these symbols from? So this is what the game files look like. So I was going through. This is just showing that if you take one of the other textures, that explains how these work. So they take a part of this texture file will be represented on a surface in game, and that's why this looks like it's a long piece of text, but it's actually just a lot of labels. When I saw this, the first what comes into my mind was Jale is like an Egyptian archaeologist for the modern time, for the Xi'an. It looks so special. Are there any similarities to actual languages for this for the picture? So yeah, the actual letters are kind of constructed a little bit like Chinese in their strokes, but then the way that they fit together, the way you build a syllable, is like Korean. So it's not that each one is a picture that you have to memorize. Each one is actually a letter, and you can learn it as an alphabet. But that alphabet works like Korean, not like a Latin alphabet. You have experience with these languages? Not really, not to a technical degree, but the person who made the languages, who is a professional linguist, most of his work has been with Japanese and working with Japanese companies. So, and I think that is a large influence on how Xi'an was developed. Awesome. Mad News, danke nochmal für die Unterstützung und viel Spaß im Training. Also, Jale hat gesagt, dass eben viel aus dem Koreanischen kommt, Teile aus dem Koreanischen, Teile aus dem Japanischen, und dass derjenige, der das, also ein professioneller Linguist für CIG, der das Ganze entwickelt hat, eben aus diesem Bereich kommt. Und deswegen sind da sehr viele Ähnlichkeiten, aber er selber hat eigentlich gar nichts oder kann die Sprachen gar nicht sprechen. Also dann nochmal ein Lob an den Aufwand und sich das selbst beizubringen. Also it's a lot of effort you put into to learn these languages. It's incredible. It's kind of a pleasure, you know. It's just something I've enjoyed doing. This part of the video, we're actually going through the labels that aren't used on the Sulen. So if you look around the Sulen, you won't find these ones. Yeah. And this is why I made this video, because it actually shows things like, okay, gravity generator might be on a larger ship. But more excitingly, in the next column, we actually have the words for captain quarters, officer quarters, and like standard quarters, which gives you an idea of like the size of ship that this texture was ready to decorate.
and it's already in the game file. So Yeah. it's awesome. It's great. So maybe we can expect it in a Squadron 42 context, or in a new upcoming ship, or something like this. I think it's more likely that it was made for the Squadron 42 because Squadron 42 ship, because that's clearly been in development for a number of years as a game level, even if it's not a flyable ship. And the kind of labels that they have here would fit a ship that size. Whereas the Rylan, it probably doesn't have captains, officers, and standard quarters. Yeah. It might have a captain's quarter and a standard quarter. It does have a kitchen, like the Shulan doesn't. So I think that my theory is that they made this for the Squadron 42 ship and then used it for the Shulan. But this means the Squadron 42 trailer was not only a trailer just made for the trailer. So they used actual in-game mechanics and in-game files for the trailer. So there is something. So there is no not only a visual trailer they put into. So there are game files. There are files and maybe a ship already for Squadron 42 they used for the trailer. So the game files are there. Yeah, maybe. I think at least the textures which would be shared. I think if you were able to do an even more technical analysis, you could, like that picture one I showed at the start, where it was all just different symbols, you could probably analyze those and see which ones are used on the Shulan and which ones are included in the files just because they're on the same texture and they're not used on the Shulan. Yeah. And there's probably parts of those textures that were developed for the Squadron 42 ship, and then they used part of the texture for the Shulan. Also von diesen Spieldateien ist die eine Hälfte für die Soilen, die ja rausgekommen ist, und die anderen sind eben auch in den Spieldateien, aber eben nicht irgendwo auf der Soilen und so weiter zu finden. Deswegen werden es entweder Dateien sein, die für ein Squadron 42-Schiff, für dieses Capital-Schiff genutzt werden, oder nicht. Und der Fakt ist ja, wenn diese Dateien sind da, sind allerdings nicht im Spiel. Also ist der Trailer nicht nur gemacht worden, einfach damit er schön aussieht, sondern es wurden schon vorhandene Materialien dafür genutzt. Es spricht natürlich dafür, dass etwas wirklich vorhanden ist und nicht eben nur ein visueller Trailer erstellt worden ist. Sehr cool. I love the Soilan. It's beautiful. But I said I've made all the videos I'm going to make about the Shulan, but I might do one more, which will be a tier list of other creators' pronunciations of Shulan. I wanted to be clear that it's a joke, but still. Like, I followed the discussion on Twitter with some creators spelling Shulan, and you gave the correct or incorrect spelling. that shot that was just there, it shows the work that Chris Harrow has been doing for Star Citizen just before it went over to this. Yeah. The Santok Yai is featuring a new font that Chris Harrow has developed himself, and they put that in game. Which is exciting. That's a fan's work becoming like part of the game. That's the cool stuff about CIG. Fans' work can get into the game. So like the Redeemer, who was fan made and become a real ship in the game, or pieces like you mentioned. I think it's a great addition. I hope he get a ship for this. I think he gets paid for that. So, yeah, they took him on as their sort of font technician, because the original fonts and their only ambitions for the fonts were to make them so you might have to put in like U with an umlaut or U with a Spanish symbol to access all the different letter forms, and it was very hard to write. And then I actually was doing. Chris and I did this without knowing each other in parallel, trying to make a proper font that would work to type, and his was better, and it became the main font. It was because font programming is. I'm a programmer, but font programming is stupid. It's bad. It's horrible. But the
So now the fonts actually work, but that's why they have Chris to translate their artistic design for the language into something that they can use really easily. And I think for font design, you need also be a graphical designer. So Yeah, I mean, I've developed a Xi'an font as well, which I've got permission to release, but I've never actually released. So maybe I should. Maybe now I should announce I'll release my Xi'an font. awesome, I use it. Nobody understands what it's saying. It's actually deliberately harder to read. It's like a hyper-industrial "you are not welcome" font. So. Sounds great. Jale hat erzählt, dass eben Chris Harrow teilweise auch mit dabei ist bei der Entwicklung für diese Schriftart, für diese Xi'an-Schriftart, und dass es die Hölle ist zu programmieren. Man muss eben Programmierer sein, man muss Grafiker sein. Also es ist sehr speziell. Er hat auch eine gemacht, seine wurde da genommen. Und es ist eben auch wieder so ein Punkt, was wir vorher mit CIG hatten, wie tief das Spiel geht. Man müsste es nicht machen, dass es nachvollziehbar ist. Man könnte einfach irgendwelche Symbole nehmen, die kein Mensch versteht, würde trotzdem nach Alien aussehen. Aber da steckt halt sogar was dahinter. I told the same, we talked with CIG. There is the option for a developer to use alien-like symbols, put them there without any background. So it looks like Alien. But at Star Citizen, you have a whole language that's behind this symbols or this alien language, and that's the difference between other games, I think. Yeah, and I referenced this earlier. One of the reasons why I think it works, even almost all of the players will never learn a word of Xi'an or Banu. But I played probably my favorite game of all time, Morrowind, for a year before I realized that the signposts were in a language that they had made for the town. So when you went to a town called Balmora, that had a meaning that I didn't know, but I'd learned that I was enjoying a world where there seemed to be a logic behind the names. So to find out there was a logic behind the names, I realized how much that had enriched my experience. And I think that will be the same for non-Xi'an speakers, which is most people, in experiencing a Xi'an environment, is that there'll be a logic. It won't just be squiggles and the language of the Sims, just making stuff up. Also der Hintergrund ist dann eben auch, dass es eben eine Nachvollziehbarkeit gibt, auch wenn dieses dann gesprochen wird, diese Xi'an. Also nicht wie bei den Sims dann nur dieses Gequiebe, damit es sich fremd anhört, sondern da ist dann was dahinter. Und wenn du es verstehst, kannst du natürlich dann auch darauf reagieren oder eben damit was anfangen. You know what there is written on the Suilan at the front? Yeah, that is Gatak Suilan. So that is just the name of the ship. That was a decision by Dan McCabe, the designer. He said, I want to have some Xi'an writing on the outside, and I guess they decided that they were going to have the ship's name. So Gatak is the house that makes it, or Gartak, as the Xi'an say. And then Sulen, which means fly peacefully, in the sense of... I looked up the German translation because it's a specific translation. I'm just trying to remember now. It's not peacefully as in kampflos. Yeah. It's peacefully friedlich. Ja. Friedlich. Also auf dem Schiff steht wirklich Gatak Suilen drauf, eben in Xi'an, und das bedeutet friedlich fliegen, also flieg friedlich. Und eben das wollte der Designer eben auch haben. And there is one point in the ship where is Gatak written in a standard human language at the bed. There is the Gatak symbol and Gatak written in non-Xi'an. That was the only word I can read inside the Suilan for myself. But there's also the translations on the elevator. Yeah, So it that's says- true. Yeah, in English. That's helpful. The most interesting thing that came out of the labels, most of them label the thing that they're sat on. So it says shield generator in Yeah. Xi'an next to the shield generator. Okay, that's nice. And there's a few where it says, oh, danger or keep clear. That's nice as well. The thing we learned as the players was that there's a phrase which we haven't seen before, which is
Song Xi Sao Shan, which means permission from the Xi'an Empire, and it's like a seal of approval. And so that was new to us. That was like, that's similar to how Banu ships are marked with that symbol that means Embe Banu, made by the Banu. So that's a new thing. That's kind of cute. I hope they did for Squadron 42 or later some Xi'an writings on interactable buttons. So don't press this button. And the whole ship explode, don't press it. And nobody check what this means, and everybody would press it. Besides you. Yeah. You're not. Yeah, the thing I always tell people with the Xi'an is if they start talking and all their sentences start with a word that starts with the letter R, then you need to worry. So if they're going like, oh, Sheselen, Isen, yeah, that's all fine. Whereas if they're saying like, Reth, Ruo, then they're probably about to kill you. So. It's like Klingon. Yeah. So awesome work, I love it, and it's a deep dive into Star Citizen, because flying ships, fighting battles, shooting enemies, it's game mechanics, but to feel a Star Citizen you need to deep dive, and it's one way to get into Star Citizen, to deep dive in languages, science, exploration, and this is the part where is, I think, unique to other games. You have it in other games, but not so deep. I mean, I think that most of the videos that I've made are what people would call deep dives, because, and I think they do love hiding details in the backgrounds, right? I have a video which I think might be one that you wanted to translate next, which was which of the UE Navy ships are in the background of the Squadron 42 trailer. Yeah. And there's ships that appear elsewhere. So they've appeared in my favorite is the UES Banshee. The Banshee is at the Battle of Vega, and then a few years later, for IAE 2951, Jimmy blows it up. Jimmy destroys it with the Ares starfighters, and that's just an Easter egg. But I love that kind of detail. It's great, and they put it into the game. So any piece you see in trailers, movies, or something, you can find it inside Star Citizen, or a hint for this. There was a question. Wo kann man in New Babbage Schiffe kaufen? Wenn ja, wo? Und zwar, Joshua, aktuell ist auf New Babbage die Messe, die Intergalactic Aerospace Expo. Da kannst du alle Schiffe, die da ausgestellt sind, und es sind gerade für 2 Hersteller, glaube ich, um die 50 Schiffe, ja, fast 40 Schiffe, kannst du komplett ausleihen. Jedes 24 Stunden, und kannst du alle fliegen und alle testen. Deswegen, wir gehen sowieso gerade auf die Expo, dann kann ich dir das nochmal zeigen. Und ansonsten gibt es auch am Spaceport ein Terminal, da kannst du zwar keine Schiffe kaufen, aber leihen. Du hast auch ein bisschen Geld. Und das ist die Möglichkeit auf New Babbage. I jump once again into the game and go to the IE to show where you can rent ships. So out of the places that have been shown in... actually, I guess there's 2 questions. Out of the places that have been shown and out of the places that have only been talked about, where would Karalinga live in the UE or the Star Citizen universe? So, for playing Star Citizen, I live in Lorville because it's central. But I think if I really live inside Star Citizen, I live in New Babbage. It's a nice place. It's cold. I think I'm more of an Orison person for that. Orison, it's too windy. Yeah. Yeah, we don't know what the gases smell like, do we? Yeah. And the space whales. I'm excited to see them. I hope we see them. Excited too. And I can imagine it's not that far away, because we see it in some trailers now, and it's a small addition. So if they have the models, and if they are already floating, they can hide it on a secret place and wait for the first player who did an exploration trip. Like other exploration trips, we got some nice exciting features. It would be a great addition. I've long had an ambition for my YouTube channel. I think everyone
if you say, what's your favorite YouTube video from Star Citizen, a lot of people would say Morphologist and Architect reviews Of the 890. yeah, the 890. Because having an expert view on something like that is really fascinating. Yeah. Now, I am a biologist. I am a developmental and evolutionary biologist. I'm the closest to being a xenobiologist, a sci-fi xenobiologist as you can get. It's awesome. So I want I to never do, know that. Jale dissects a space whale. Like, I would watch this. No, so that I've thought about it, but it kind of ends up being a little bit. I don't think it's as interesting as architecture because architecture is an art, whereas just a technical dissection, I guess, is less fun. So. And also, architectural is a visual thing, and you can show it for a video. But yeah, I can't show much of the stuff from my work. I'll get demonetized. Oh well, if I get monetized, I'll get demonetized. I think I have a permanent loading screen here. Yeah, I'm still on a loading screen as well. I think I have thought about doing it for the Terra Cow, the Kazi Grazer thing. So it's nice to have ideas for videos. Ah, you're in. Oh no, you're back. Yeah. There are the Xi'an writings on the components you mentioned. These are the labels. Yeah. So if you go into your STULEN and you look at these little silver plaques, they say most of them say the thing that they are next to. There's a couple. I've actually sent, at the request of somebody else, a correction sheet into what they've misspelled or got wrong. So this one on your screen at the moment is misspelled. The cooler. Yeah. I think they are afraid of you. Oh no, Jay got another error. I mean, I'm afraid of Chris Harrod because anytime I put anything up, he'll find the mistakes that I've made. So there is another instance. Oh, there's many instances. Yeah. There's a guy called Angry PC Tech, and he makes metal coins. And we worked together to make a multilingual plaque that he sent to CIG Austin. Yeah. And also a Xi'an coin, which will be revealed soon. And yeah, as soon as a picture went up, Chris was like, "You misspelled that." Yeah. Okay. Yeah. I didn't know he was carving it into metal straight away. Oh, I see. Space Tomato is also streaming, and we are coming to the end of our stream. Ja, wir übersetzen ab und zu. Guter Hinweis. Und zwar, Jale hat erzählt, dass eben viele Kleinigkeiten drin sind, zum Beispiel in der aktuellen STULEN. Viele kleine Plaketten, wo auch Xi'an geschrieben steht, was sozusagen drin ist, also welche Komponente. Und dass wir auch, oder dass er jetzt auch schon ein paar Sachen gefunden haben, die waren falsch geschrieben, also vom Entwickler. Und dass ihn auch nochmal Chris Harrod kontrolliert. Da gibt es also mehrere Instanzen der Kontrolle, die sich eben damit auskennen und was für uns eigentlich für die breite Masse so eher unter dem Radar läuft. Also sehr interessant. Und demnächst soll es noch einen Coin geben, einen Xi'an-Coin, der dann bald veröffentlicht wird. Da waren wir eben auch mit beteiligt. Und das ist echt ein spannendes Thema. Definitiv. Und da ist noch eine Frage. There is a question. What do you think about the Xi'an? Are they the bad boys or planning sneaky against the UEE? What do you think? I think that the Xi'an are always planning something sneaky. I think it'll be for the Xi'an, but maybe not against the UEE. There's a difference. The fact that they turn up in Squadron 42 is kind of suspicious. This is in the trailer as well. It's the pilot Cal Mason says, "Oh, I didn't expect to see anyone, let alone a Jean," he says, which is a different variant pronunciation of. It's the military pronunciation of Xi'an. So yeah, they're definitely doing something sneaky, but it will be to their benefit, and that won't necessarily be against our benefit. Also er denkt schon, dass sie irgendwas Hinterhältiges planen, aber was ist natürlich noch die Frage. Jale,
I would say thank you. It was an awesome stream. We had awesome guests, and also you as the main guest. It was a pleasure for me to see you live on stream. And Oh, thank you very much. Thank you very much for having me. It's been really enjoyable, and it's really fun to also hang out with you and with Yogi and Wayne. Great I think we made a special with Chris, you, and you both talking. I'm listening and had no idea what you're talking about, but it was a great. I think it will be a great special. Yeah, I would actually recommend you have Chris and maybe Major Star Stuff, who's like he's trying to become, well, I think he's very successfully becoming the Banu master, and he's also a German speaker, so you can have a three-way German conversation. So with all of you, we have 6 languages. Awesome. I think it will be a great special. Yeah, I can do Latin. You know, I'll contribute the Latin a bit. Also. So thank you again. It was a really great pleasure. I think we do a little raid over to Space Tomato. We see Space Tomato later also as guest in the stream, and he's also a very kind and very nice guy. I like his content also, a different style of content. So Jale's Content, I hope you know. Und wenn ihr Jale auch nochmal sehen wollt, wir verlinken euch gleich nochmal den Kanal zu Jale. Gerne reinschauen, gerne ein Abo dalassen. Wie gesagt, ist was ganz Spezielles, was es nicht überall gibt, und das sollte man auch wertschätzen, finde ich, weil da steckt so viel Arbeit drin. Deswegen gerne Jales Kanal abonnieren. Ich poste ihn euch nochmal und würde mich freuen, denn da kriegt ihr auf jeden Fall alles zu Sprachen. Und wir arbeiten daran, dass wir das weiter fortsetzen. Dann übersetze ich euch das auch nochmal auf Deutsch mit einem kleinen Versatz, und dann sehen wir und hören wir nochmals mehr von Jale. Und dann würde ich sagen, wir gucken rüber zu Space Tomato. Der ist nämlich auch live, und da schauen wir kurz rein. Denn das ist auch einer unserer Gäste für die nächsten Tage. Und da werden wir doch mal kurz rüber raiden. Oh, Moment. Das ist alles nicht so einfach heute. Alles neu. So. Dann sage ich schon mal vielen Dank, dass ihr dabei wart. War ein richtig cooler Stream. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich hoffe, das war auch in Ordnung mit dem Deutsch-Englisch, Deutsch-Englisch, Deutsch-Englisch. Aber mit so grandiosen Gästen, da kriegen wir das doch, glaube ich, hin. Und hat, glaube ich, ganz gut gepasst. Und ich freue mich schon auf morgen. Und da wird es natürlich auch wieder 16:45 Uhr losgehen mit einem weiteren grandiosen Gast. Und wir werden auch die Tage nochmal mit Fexi zusammen raiden, zusammen streamen auch. Also war richtig cool. Thank you again, Jale. It was a pleasure for me. We stay in contact, and I'm excited about the latest news about the Xi'an and your content as well. And I hope you have a good evening, and your cats are happy. I'm sure I will. Ciao. Ciao. The hook, and then what you end up saying is like, guys, that was just the appetizer.